Erstmal wieder klarkommen. So. Sind wir denn hier? Ach ja, stimmt. Ach, ich hab. Warte. Wie viel habe ich jetzt gegeben? Habe ich dem schon 3 gegeben? Anscheinend. Okay, Moment. So für die Leute, die nicht dabei waren. Und für YouTube halt nochmal. Mache ich das extra. Ich habe nachgeguckt wegen den Notizgedönse. So. Machen wir mal, ich glaube, hier habe ich das noch nicht. Da gehen wir jetzt mal hin. Moment, nachdenken. Wo kann ich hier raus? Da. So. Nicht. Ach nein, da sind Gegner. Ich hab ein Blut. Scheißendreck. Hallo, guten Tag. Oh, keine Ausdauer. Aua, aua, sag mal. Schlagen. Und dann noch, ja, Dingsbums, ne? Oh, das war's. Das ist gut zum Reinkommen. Glaube ich richtig? Ja. Wow. Instinktiv richtig. Moment. Kurz. So. Muss nebenbei gucken, ob das alles passt mit Sound und so. Oh, hallo, runter. Es ist schon krass, wenn man Level 18 ist. Oh mein Gott, was denn? Oh. Solange kein Kreuztypi da ist, alles fein. Die sind eklig. Stabil, warum nur stabil? Ah ja, stimmt, die Verstütze ist ja tot. Da war ja was. Scheiße. Guten Tag. Bist du fast tot? Ah. Ich bin auch zwischendurch am Überlegen, ob ich einfach, wenn ich das Spiel so gut wie durch habe, alle aussauge. Bringt mir zwar nichts mehr, aber hey, kannst du ja machen. Stimmt, warte mal, hast du irgendwas Tolles zum Kaufen? Hallo. You never... Bla bla bla. Right then. Was hast du denn hier so? Oh, ich glaube, ich brauche das tatsächlich. Komm. Ich hab das Geld, ja, ne? Warte, Opium war es, glaube ich, was ich auch... Ach, warte mal. So. Ich kaufe jetzt einfach alles. Ich werde das Geld sonst nicht ausgeben, das ist das Problem. So. Ach komm, das reicht. Tschüss, war schön. Immer dieses weinende Kind im Hintergrund, furchtbar. Ach, weil sie... Ach ja, und Blume will ich gießen. Da habe ich auch nachgeguckt. Irgendwo hier soll das sein. Dupidupidu. It's locked, all right. Ach, Scheißendreck. Ach, warte mal, kann es sein, weil wir da noch nicht waren, dass wir da... Oder kommt man hier lang? Weiß ich gar nicht. Weil manche Areale werden ja erst freigeschaltet, wenn man... Werden ja erst freigeschaltet, wenn man die Quest hat. Da machen wir wohl eher die Hauptquest weiter. Schade. Vielleicht kommen wir... warte mal. Ist das nicht Westend? Ja, das ist Westend.
Ja gut, du musst die Story machen. Vorher kommen wir nicht hin. Verdammt, muss ich jetzt den ganzen Weg hier lang laufen. Die Map ist zwar klein. Oh, warte mal. Good evening, my dear colleague. Ja. Ich habe doch hier irgendwas frei. Ah, hier. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. Können wir... Boah, Sie sind eine Heuchlerin. Oh, weiß ich nicht, wie ich da antworten soll. Er kann eine... Komm, ich bin mal so neutral wie möglich. Well, as it is a placebo of sorts, perhaps it may have some positive effect. See? You have to admit I'm doing some good. The Swanborough family is not poisoning anybody, Doctor. Diese... Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. So. Ich hätte gerne eine Minimap, wenn ich ehrlich bin. Eine Minimap wäre super. Oh, warte. Ich laufe wieder zurück, ich voll depp. Upsi. Oder, hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Moment. Ne, ich renn da hin. Ups. Da. Hey, aber ich bin noch gerade... Ich verwirre mich gerade selber komplett. Holy shit. Oh mein Gott. Da kann ich auch. So. Guten Tag. Jetzt bin ich aber richtig, ja? Ja. Lecker. This is despicable. Hey, da war noch Warte. I can't believe I'm doing this. Ich auch nicht. Oh, das Blut ist super. I have this thirst for blood. Am Ring gefunden. Ja. So. Ach nee, das ist doch... Good evening, Harry. May I come? Sure. Ach, das war dieser Typ. Ich wollte mit dem nicht reden. Oder weiß ich irgendwas Neues über den? Ich So. weiß gar nicht mehr. May I? I'm not bothered. Ja. Oh. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realise he's as sad as me now. How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books.
Have you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? Nobody dares to enter the dispensary now. Rumors say the nurse has gone mad. An sich ist sie nicht mehr so, aber gut. Goodbye, Hat sie young man. eventuell umgebracht, aber Take care of yourself. das war nicht meine Absicht. Wirklich nicht. Even my dreams are soaked with gloom. Gott, da wird man ja echt depressiv bei den Typen. Schlimmer kann es nicht werden. Moment, bevor ich wieder falsch laufe, gucke ich lieber 300 Mal auf die Karte. Ich laufe richtig, sehr schon. Oh Gott. Entschuldigung. Habe ich nicht. Ich habe mich, glaube ich, vergessen zu muten. Es tut mir leid. Oder habe ich? Warte mal. Willst du mich bitte aufhören mit dem Holz zu erschlagen? Also entweder habe ich mich vorher die ganze Zeit gemutet und habe ganz nichts gesagt. Ach, ich weiß nicht. Ihr müsst mir mal Rückmeldung geben. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ob ich jetzt stumm geschalten war oder nicht. Tut mir leid. Aber gut, es ist früh morgens. Für mich früh morgens. Guten Tag. Ja, hä? Spiel manchmal. Ich hab noch ein bisschen Blut. Aua! Das ist unfair. Ja, Blut, ne? Tod und Verderben. 15 Minuten bin ich hier voll dabei. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Glaube ich richtig? Ja. Wo ist hin? Da hinten muss ich lang. Also hier durch, darüber, darüber, darüber. Darüber. Okay. Schloss Skulls. Und Babygeschrei. Aber das ist nichts Neues. Okay. Guten Tag. Die waren alle gesund, oder? Ja, alle gesund. Oh, Gegner. Oh, ne, Kreuztypi. Not a safe place. Right now, sir. Police spotted! Oh, Watch out! nein. Geh weg mit deinem Kreuz. Boah. Was machst du ganz dafür? Hallo, warte, ich hab gerade. Die tun so, als ob sie Magier wären oder so. Mit dem Kreuz. Okay. Sind sie auch eventuell. Get your weapons ready! We found Ja, gib mir. Für Blut. Aua. Das ist Ulla. Wow. Der hat's noch nicht gerafft. over there! Naja, gemacht.
Bisschen schade, dass sie so schnell despawnen, die Gegner. Ah, hier war ich schon mal. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Keine Ahnung, auf jeden Fall Loot. There's been a fight here. Hier war ich aber schon mal. Oder nicht? Ah ne, ich war ja nicht. Ich konnte da nicht hoch. Was macht das Sinn? Oh. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Ja. Ingenieur. Oh, stell die mal. Ach so. Oh. Okay, verstehe. Folge schnell der Blutspur. Ganz unauffällig. Oh, Gegner. Hallo. Aua. Ich werde immer besser mit dem Kämpfen. Ja, Quarantäne-Gedönse. Ihr kennt es. ...22. Oh, schon. Dubidu. Das war der falsche. Ah. Das war's. War da eine Ratte? Ratte. This is despicable. Oh. Elegant. Irgendwie. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Only a golden watch in her pockets. Oh, weiß ich nicht. Ach, ich nehme die Uhr. Schöne Uhr. Will die Tat sehen. Was ist denn das? Eine schöne goldene Uhr, die in der Tasche einer unbekannten Vampir getötete Frau gefunden habe. Ob das so gut ist, weiß es nicht. Egal. Her shoes and clothes are quite worn out. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Mary's Blume.
Okay, das war gruselig. Es ist eine Frau. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Oh, Ratte. I can't believe I'm doing this. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob wir unsere Erschafferin finden. Ah, hier waren wir auch schon. Ich war hier schon, ich hab hier nicht. Ich habe was vergessen zu looten. Was ist denn da los? Oh! Okay. Oder es ist einfach respawned, das kann natürlich auch sein. Dass gerade die Tür, die so geknarzt hat. Das ist so gruselig. Okay, wird doch ein bisschen gruselig gerade. What was that? Könnten Sie das bitte unterlassen, danke. Huch! Du Fuck! Hey, bleib hier! Ich kann das I auch. won't let you escape. Genau. Ich kann das auch. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Danke für den Loot. Das ist super. Okay. Okay, Sala. Ich dachte, da wäre vielleicht noch mehr Loot. Jetzt bin ich gespannt, wer es ist. I can still sense a presence. Oh Gott. Ja, Moment, ich komme. Ich richtig laufe, ich weiß es nicht. Ich laufe wirklich instinktiv richtig. Wow. Oh. You! What have you done? Ganz Vicar getan. Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? What? Oh, it's me all right. Precious brother. What? What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. Okay. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary, Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery,
grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for me. Mary, wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Was? Was? Nein, warum? Warum kann ich... Nein, warum? Ich will meine Schwester nicht töten, also... Jonathan... Aua! Okay, jetzt reicht's mir. Oh, ich will das auch können. Aua. Aussage, ja. Okay. Oh, warte. Oh, was ist das so? Hoch. Moment.
You burned away Nurse Faith's mind. You're a monster. Assassin. Rest in peace. Give me your blood, priest. What the fuck? Die hatte... Just to die for. Echt jetzt? Gestörte Alte. Oh. Ah, okay, ich neb's zurück. Keine gestört. Würdest du bitte das Kreuz wegtun? What have you done? Fuck. Ah. Boah, die haut echt rein. Come to me, Jonathan. Fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Nein. Oh, scheiße. Oh, RIP, ja. Scheiße. Alter. Ich wusste gar nicht, dass er so eine kranke Schwester hat. Will ich gegen sie kämpfen? Bin ich jetzt noch richtig? Ich bin ein bisschen lost. Hä? Was ist das für ein komischer Checkpoint? Befug. Ja gut, ich verstehe es schon, warum der Checkpoint so gesetzt wurde, aber... Den hätten sie vielleicht hier vorher... Okay, es wird direkt übersprungen. Diesmal nehme ich die. Es tut mir leid, es tut mir leid. Revel in your true nature. Es tut mir leid, kleiner Priester. Ich wollte dich nicht töten, aber... Besser, als wenn sie das nimmt. Come to me, Jonathan. Fuck. Das Parieren dauert so lang. Wieso kann sie eigentlich so coole Sachen mit Rosen und so? Ich will das auch können. Aber das macht... Ey! Wer will mich hier töten? Du willst mich töten, nicht ich. Aua. Also mal kurz das Dings einsetzen. Kiss me again, sweet brother. Nein, danke. Ja, raus. Aua. Boah, das wehgetan. Boah, die macht aber auch viel Damage. Holy shit. Ach, Mann. Ich will den Priester auch nicht wirklich töten. Aber dann heilt sie sich komplett. Okay. Ich versuche nochmal. Ah, das ist verwirrend, weil die Kamera automatisch nach da dreht, obwohl man hier lang muss. Ich weiß, ich soll die Priester töten. Weil sie heilt sich halt komplett auf. Das ist das Problem. Killed me, brother. Hey. Ich will ihn nicht töten, wenn ich ehrlich bin. Rest in peace, monster. Wer ist hier das Monster, hm? Ich
bin immun. Das ist das Gute. Wow. Alter, what the fuck? Wie viel Schaden hat sie gerade gemacht? You're a monster! Give me your blood, priest. Final thoughts are just to die for. Ich weiß nicht, ob man irgendwas machen kann, Come to me, Jonathan. dass sie ihn nicht umbringen kann. Also, aussaugen kann. Alter. Boah, Alter. Diese Ausdauer. Nein. Okay, Moment. Ich hab nichts mehr. Okay, Konzentration. You've killed me, brother. Kiss me out. Aua. Fuck. Left me to rot in this grave. Okay, kurz. Monster. Oh, das wird schwierig. Ich warte mal. Warte mal, habe ich nicht? 40 Schaden, 160. Schusswaffen sind zwar katastrophal, aber... Oh, fuck. Das war knapp. Kann ich das mal... Nein. Ändern. Nein, falsche Taste. Kann man das mal eben in einer Inhandwaffe ändern? Oh, fuck. Jetzt habe ich kurz Zeit. Du schaffst das, Jonathan. Du schaffst das, Jonathan. Ich glaube an dich. Nein! Scheiße. Oh Mann. Mann, ey. Wieso wird das... Das ist ein scheiß Checkpoint. Das ist noch nicht mal ein richtiges Checkpoint. Hallo, Poli. Oder sind alle gute Dinge 4? Vielleicht sind es auch alle gute Dinge 4. Ja, vielleicht. Fuck my life. Das ist gemein, das sind alles Zweihandwaffen. So sie dann weg, ey. Okay. Komm runter, Schwester. Das Messer ist so scheiße, wenn ich ehrlich bin. Warte.
Sind wir ehrlich? Fernkampfwaffen sind furchtbar in diesem Spiel. Okay, halt mal kurz die Klavierlose hier kurz wechseln. Moment. Hab noch ein paar Waffen. Mind. You're a monster. Come to me, Jonathan. Nee, kein Bock auf. Give me your blood, priest. Aua. Final thoughts are just to die for. Kinslayer. Ganz ehrlich, dafür, dass er im Krieg war. Ja, keine. Na doch, hier habe ich auch noch Tote. Ist er ganz so schlecht im Schießen. Obwohl, ich glaube, der war ja nur Arzt, ne? Okay, das war's wohl. Okay, ich werde hier schon wieder wechseln. Natürlich, jetzt musst du in dieser Scheiße reden. Rest in peace, monster. Das ist unfair. Ich hab keine Ausdauer mehr. Nein, ohne Ausdauer ist echt scheiße. Oh, Gott sei Dank. Ich warte noch die 13 Sekunden. Kiss me again. You left me to in this world. Alter. Wow, das sollte nicht passieren. Scheiße. Oh. Ja, an sich habe ich dich nicht getötet. Darf mich bloß nicht treffen. Darf mich nichts treffen. Oh. Kurz auf Ausdauer achten. Hey. Ein Hit und ich bin tot. Ach Gott, ist das stressig gerade. Ja, eben. Oh, wirst du irgendwie schneller? Nein! Ach, fuck. Ach Mann, ich war so knapp davor. Oh no. Oh, Versuch 3. Ach nee, 5. Ja. Oh, die ist echt gemein. Ich habe halt keine Heilung. Und für Heilung muss ich eben in einer... Ja, eben... Ach, Schmutz, ey. Ich will den Priester nicht umbringen. Sonst ist... Sonst, ja, scheiße. Hallo, Road. Na? Alles fit? Slayer.
Muss da aber nicht ran, ey. Blöd. Oh, falsche Taste. You left me to rot. Rest in Okay, merke. Die wird eh gleich sich heilen. You've burned away Nurse Kring's mind. What have you done? Ich hab genauso. Me your blood priest. Ja, da töte den armen Priester. Wahrscheinlich gibt es eine Errungenschaft, wenn sie gar nicht dazu kommt, aber... Naja. Ich hab keine Ausdauer. Ah! Aua! Okay, Ausdauer warten. You've killed me, brother. Kiss me again. Aua. Okay, macht nicht so viel Schaden, wie wenn sie mich mit dem Kreuz schlägt. Okay. Ah. Nein! Okay, warten. Warten. Come to me, Jonathan. Nein. Ich drücke mal aus Versehen 4 statt 5. Assassin! Stirb doch endlich, du Kackratze. Mann. Keine Ausdauer mehr. Diese Ausdauer ist katastrophal. Aber nur weil die Waffe so viel Ausdauer braucht. Aber die ist halt meine stärkste. You left me to Die hat mich durch den Schrei umgebracht. kneel like a dog. Just as Ah. John Hampton. Versuch 6, ja. Oh Mann, oh, die fuckt mich ja richtig ab, ey. Geil, ich werde immer besser. Aber ich muss sagen, der erste Versuch war bis jetzt der beste. Leider. You killed me, brother. Ja, das hat viel gebracht. Aua! Okay. Kiss me again, sweet brother. Willst du den Priester nicht aussaugen? Ich werde vorher meine 5 nicht aktivieren. Wow, mein Leben. Das ist dezent am Limit. Alter. Och, Mann. Ich habe ein Déjà-vu. Versuch 7, ja. Ich krieg das heute noch hin. Diese Ausdauer ist halt furchtbar. Mann. Da ist vielleicht ein bisschen dumm, dass ich halt keine Heilung habe, aber... Ey, ich habe sie vorhin schon fast umgebracht.
Okay, sie weicht direkt aus. Ich kann auch so, ja. Heute ist noch lang, ja. Die hat halt so viele Skills, dass sie einen instant umbringen kann. Come to me, Jonathan. Die trifft mich halt mit jedem verfickten Schlag, ey. Kann er nicht einfach ihr Hals durchbeißen? So instant? Alter, ich sag's das. Ja, gut. Ich werde sie nicht mit der 5 anschlagen. Jetzt halt die sich eh. Bei dem Priester. You're a monster. Give me your blood, Sag ich ja. priest. You left me to rot in this grave. Final thought, just to die for. Kiss me again, sweet brother. Ganz ehrlich, gegen Vampyr zu kämpfen ist furchtbar. Assassin! Wieso? Ey, der braucht so übelst lang für den Parier-Scheiß hier. Mann. Komm. Ach, Mann, ey. Scheiße, ey. Mann. Ey, ja, ganz ehrlich, ich töte den Priester. Damit sie sich nicht wieder heilt. Ich will ihn eigentlich nicht umbringen, aber... Aber irgendwie will ich ihn auch wirklich nicht umbringen. Ich will ihn echt nicht umbringen. To rot in this grave. Schlagen, ausweichen. Schlagen, ausweichen. So, wir machen jetzt die Taktik. Das ist unfair gewesen. What have you done? Na, raus, oh. Oh Gott. Seine Schwester hat Aggressionsprobleme, glaube ich. Assassin! Kiss me again, sweet brother. Na komm, Schlag. Du hast noch nicht den Priester essen. You've burned away Nurse Craig's mind. You're a monster. Was bist du denn, ha? Come to me, Jonathan. Give me your blood, priest. Wow. Final thoughts are just to die for. Rest in peace, monster.
again. Alter. Abomination. Ich verstehe halt nicht, warum ihr Schlag vorher durchgeht als meiner. Ich hab ganz keine Ausdauer. Okay. Lass mich mal kurz atmen, ja? Danke. Ja, dann mach halt deinen Scheiß. You've killed me. Rest in peace, monster. Jo, warum? Eigentlich dürfte sie sich gar nicht bewegen. Alter. Kein Blut mehr. Ich hab kein Blut mehr. Ein erneuter Versuch Nummer 9. Täglich grüßt die Vampirschwester. Ja. Ach, fuck my life. Ey. Diesmal war es auch nicht mehr so schlecht, aber trotzdem. Boah. Wird ein langer Stream. Ja, wird wohl. Hm. Slayer. Killed. Rest in peace, monster. Und wann macht sie dann hier den Priester auslutschen? Hallo Michina. Na? Wie geht's dir? Ich glaub bitte. Die hat mich totgeschrien. Oh. Oh Mann, oh. Nummer 10. Scheiße. Also, ich weiß nicht, ob ich jeweils Dark Souls spielen will. Weiß ich ja nicht. Wird schwierig, glaube ich. Gut. Ach, Mano. So, Moment, kurz Ausdauer. Killed me, brother. Anfangs ist sie noch nicht so schnell. Würdest du bitte schlagen, du Scheiß-Typ, Alter. Ja, jetzt war die wildbeständig. Ja, auch mir geht's auch ganz gut. Die alte fuckt mich dort mega ab. Come to me, Jonathan. Warum? Ja, okay, ich weiß warum, aber... So eine Kackbratze, Alter. Jonathan? Warum hast du so eine Kackschwester, ha? You've burned away Spring's mind. You're a monster. Warum?
Gott, die ausdauernde Elf. Oh Mann. Ach Mann. Nee, ich werde jetzt erstmal zum Unterschlupf gehen. Ich würde mir Tränke machen. Ist ja mein kleinstes Problem gerade? Ja, alles klar. Jo, alles klar. Ich glaube, es hackt. Hallo, könntest du bitte... Hallo, könntest du bitte sterben? Danke. Der Arschlöcher. Jetzt stell ich fast an Skulls. Nee, nichts aufgeben. Mach gleich weiter. Ich brauche Heilung. Oh, gut. Ich brauche nur Heilung. Wenn ich die Heilung habe, geht's mir gut. Ja, du wolltest nicht aufhören. Machen wir mal beide. Ist das? Okay. Und vielleicht die Waffe nochmal. Kann ich besser machen. Teil ist gutes. Habe ich das nicht gekauft? Ich meine, ich habe es gekauft, Teil eines guten Griffs, oder nicht? Ja gut, wir haben jetzt erstmal Leichtes und Ausdauer. Was man auch machen könnte, wäre natürlich... Blutaufnahmen. Achso, das war da. Oh, jetzt geht's weiter. Mit Heilung sollte es besser laufen, hoffentlich. Glaube ich richtig, hoffe. Ja. Ach ja. So, das kann ich entfernen. So. So. Ach, jetzt auch mal nicht direkt ausweichen. Nee, ist erstmal dann gut. Hauptsache, sie sagt Monster. Was ist denn mit ihr, ja? Das ist viel schlimmeres Monster. Boah, boah, holy shit. Okay. You killed me, brother. Come to me, Jonathan. Give me your blood, priest. Final thoughts are Kann ich bitte die for. aufhören, falsche Tasten zu drücken? Oh. Mann, was ist denn mit dir los? Was mich abfuckt, es wird halt nicht
gespeichert. Also es wird nicht vorher gespeichert, dass ich da und da Lebenspunkte gucke. Die beiden Spritzen sind weg, die ich gerade genutzt habe. Das triggert mich ja extrem. Weiß ich nicht. Schlechtes Game Design in dem Sinne. Leider. Ich hätte es verstanden, wenn sie das so gemacht hätten, dass man von mir das ganze Zeit die Cutscene dann überspringen kann, aber das ist scheiße, einfach scheiße. Bitte. Und das Problem ist, das Serum funktioniert nicht, wenn man ausweicht. Kiss me again, sweet brother. Wieso hat die eigentlich mehr Kraft als ich? Assassin! Die hat ein riesengroßes Kreuz, ich habe nur so eine kleine Keule und der ist schneller außer Atem als sie. Und die kann 3 Schläge machen. Oh. Rest in peace. Check ich halt nicht. Macht für mich auch keinen Sinn. Aber anscheinend sind weibliche Vampire stärker als männliche. Ich bin ausgewichen. Ich sollte komplett immun sein, wenn ich ausweiche. Oh. Alle gute Dinge sind 3 plus 1 davor, also 13. Es fuckt mich halt so ab gerade, ne? Was ich natürlich auch machen könnte, einfach eine andere Waffe nehmen. Dann brauche ich aber noch länger. Ist auch eine Zweihandwaffe, oder? Ja. Ich könnte natürlich auch eine Einhandwaffe nehmen. Beispielsweise die Machete. Aber die schockt halt nicht, ne? Klar, sie macht Schaden. Minimalen. Und ich werde da Me, brother. dafür kaum bis gar keinen... Warum hat der keinen... Kinslayer! Rest in peace, monster. Abomination! Das ist unglaublich. Wie viel Damage die reinhaut. What have you done? Och Mann, dieses... Weißt du was? Es tut mir leid, aber ich muss es tun. Es tut mir leid. Your true Du nature. stirbst so oder so. You left me. Come to me, Jonathan. Genau, Munition mehr.
kommt nicht dazu, nachzuladen. Come to me, Jonathan. Oh, sehr schön. Slayer. I'll make you kneel like a dog, just as you did to Sean Hampton. Kiss me again, sweet brother. Rest in peace. Nein. Mm. Ach, Mann. You left me to rot in this grave. Kaiser. Es tut mir leid, Priester. Kill him. Revel in your true nature. Ja, ja, das Kaiser weiß schon, was ich meine. You've burned away Nurse Kring's mind. You're a monster. Kiss me again, sweet brother. Hallo Simpsons. Ah! Entschuldigung, ich kann jetzt nicht so auf den Chat achten. Scheißenreck. Hier. Ja, ja. Jetzt hör auf, mich abzulenken.
Nein, diese scheiß Blumenkacke, ey. Holy shit. Ah, dieses Spiel wird beendet auch hier. Was? Twitch macht aktuell sehr gerne mal Probleme. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Alle guten Dinge sind 3 bei 5, also 15. Ach man, Skyser. Mobb mich doch nicht. Skyser, halt die Klappe. Muss ich konzentrieren. Tut mir leid, Priester. Jonathan, kill him. Raus hier. Revel in your true nature. You left me. Kiss me again, sweet brother. Mann, du kleines Stück Scheiße. Ich habe gehofft, dass ich mehr Zeit habe. Come to me, Jonathan. Oh, du kleines Stück Scheiße. Mann. Ich versuche mich gerade zusammenzureißen, dass ich nicht komplett ausraste, aber es ist gerade sehr schwer. Weil sie mich sehr hart abfuckt. Oh. Mann! Oh. Gott. Gibt's hier Gegner? Ich muss Gegner aussaugen. Hier sind keine Gegner. Ratten? Doch, da sind Gegner. Ach toll, die sollen nicht sterben. Ey, nicht mal für die habe ich... Alter. Jo, alles klar. Du bist ein fucking Skull. Du bist eine Unterart von Vampiren. Willst du mich verarschen? Selbst das Vieh bringt mich um. Was ist denn gerade los? Na toll. Du sollst doch nicht sterben. Oh. Gut. Dann halt kein Blut mit noch weniger Leben in den Kampf. Juhu. So unkonzentriert. Ja, die alte fuckt mich aber auch übelst ab, ne? Dann wäre ich weniger unkonzentriert. Ja, ich helfe dir jetzt. Ich helfe dir jetzt, Priester. Hier, guck. Ich zeig dir meine Hilfe. Revel in your true nature. Ey, diese Ausdauer ist so behindert, ne? Wie viel Ausdauer soll der denn haben? 300.000? Damit er überhaupt was geschissen bekommt? Kiss me again, sweet brother. Gleich Kiss in deinen Arsch, Alter. Hallo, AG. Ganz schlechter Zeitpunkt reinzuschauen. Ich höre Arsch, ja. Ich bin dezent abgefuckt wegen dem Kampf hier.
Mann, du bist eine scheiß Hure, weißt du das? Holy shit. Super leid. Meine Aggression kommt gerade durch. Sie meinen nicht dich, nein. Ich meine diese blöde Kuh hier, Mann. Oh, du bist so ein Abfuck, ey. Geh einfach sterben. Geh einfach sterben. You left me to rot in this grave. Jonathan, kannst du mich einfach schneller nachladen? Wieso ist die Widerstand? Sag mal, da ich habe eine Muni da. Ach, Mann. Falsche Waffe. Ey, die geht auch immer in diese Scheiße, wo die immun ist. Jonathan, könntest du einfach schneller nachladen? Bitte. Ach, Mann. Ich will nicht mehr. Ein täglich größtes Murmeltier, Versuch 17. Ach, fuck my life, ey. Och, Mann. Kennt ihr das, wenn ihr wach werdet und voll geredet seid? Aber nicht durch Alk, sondern nur so? Ja, das kenne ich. Nein, fuck mich nicht ab, Skulls. Ich habe keinen Bock mit euch zu spielen. Ich kann nicht da rein. Okay, falsche Waffe. Ich hab keine Ausdauer mehr. Mann, ey, fuck mich nicht ab, hab ich gesagt. Lass mich jetzt zu meinem Unterschlupf. Ich hab eh 2000 noch was, EP. Warum bist du wieder im Kampfmodus? Wo ist hier noch einer? Ha? Ha? Wer will Stress? Gewalt gegen... Ah. Echt jetzt? Ich komme nicht da rein, weil da ein Typi ist. Echt jetzt, Spiel? Schlechtes Game Design. Ah, geht doch. Nein! Ja, ist klar. Ich sag's dir, schlechtes Game Design. Ich schreibe gleich die Entwickler an. In gebrochenen Englisch. Das gibt's nicht. Hallo Mona, dankeschön für dein Lurk. Was? Tommy ist nicht da, sag ihm das später selbst. Was? Worum geht's? Ich bin so abgefuckt, ne? Ich bin echt abgefuckt gerade. Ganz ehrlich. Wenn das jetzt, glaube ich. Obwohl, ich weiß, ich will. Wenn man durchschalte, auch ist halt. 1000. Ganz ehrlich, besser als nichts, ey. Bleib ruhig, streich deiner Raum. Ja, es ist echt schwierig, gerade ruhig zu bleiben, wenn ich ehrlich bin.
Nee, warte. Ist es nicht? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll noch. 3000. 3000. Ich könnte das hier machen. Habe ich das überhaupt mal drin? Nee, ne? Das können wir natürlich auch noch machen. Ich weiß nicht, ob ich mehr Ausdauer oder... Warte mal, ich mach das hier noch. Sind alle krank, also das ist mir so egal. Ich habe Besseres zu tun gerade. Ich wüsste, die muss so schön sein. Mhm. Mhm. Nee, das wollte ich nicht. So, statt diesen Schattennebel machen wir jetzt Gerinnung. Also, da. Ist geil. So. Warte, ich guck mal, wie viel... Das macht so viel Ausdauer weg. Und das macht mal viel mehr. Oh. Ja, bitte, dein Blut, gib mir das. Danke. Oh, egal. So, ich werde jetzt meine Schwester verprügeln gehen. Naja. Warte, wie kann man hoch? Oh, kann man da hoch? Achso, wegen der Leiche, ja. Schwesterchen, hallo, guten Tag. Hab ein bisschen gelevelt, mir geht's besser. Ey, was ist das für ein Luschi-Schlag vor dem, dass er nicht trifft? So. So, kleiner Priester, es tut mir leid, aber ich muss dich mal auslutschen. Revel in your true nature. Oh. You've burned away Nurse Crane's mind. You're Come to me, Jonathan. Ja, auslutschen. You killed me, brother. Rest in peace, monster. You left me.
Nein! To me, Jonathan. Lutsch, so fühlt man sich doch willkommen. Nein, Leute, bitte nicht zum Lachen bringen. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Abomination. Au, 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 au. Kneel like a dog, just as you did to Sean Hampton. Nein, Konst. Hallo. Hört auf. Wenn ich jetzt sterbe wegen euch, dann weine ich. Wirklich. Bist du knapp tot? Kiss me again. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Warte, 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 warte. Oh, oh. Ah, wo bist du? Ausdauer, Ausdauer, Regeneration. Oh mein Gott. Stirb. Oh, Alter. Finally. Well, brother. It's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Das hättest du aber auch mal schneller machen können. Och. Ja. I will find a cure, Mary. Hat er sie umgebracht? Ja. I swear it. Verdient. Then, at last, I can forgive you. Ich muss übrigens gerade selber laufen. Na, endlich. Ja, dachte ich mir auch. Hat lang genug gedauert. Mann, Leute. Ja, 17 Anläufe. Immerhin habe ich es geschafft, ja. Also. Mann, ey.
Einige Nächte später. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Oh, Kapitel 4. Was? Also ich habe nicht geglaubt. Immerhin etwas, ja. 17 sind die offiziellen, die inoffiziellen Versuche sind 31. Oh. Also gibt es hier keine Watchtime. Muss ich noch einstellen, muss ich ehrlich sagen. Muss ich fragen, wie das geht. So. Lady Ashbury-Einladung. Mein lieber Dr. Reed. Oh, lieber. Ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bald, denn ich muss schnellstmöglich mit Ihnen sprechen. Die Lage im Westend entwickelt sich äußerst schnell und ich bin überzeugt, dass wir alle in großer Gefahr schweben. Die Wache von Prüven hat eine große Jagd in London begonnen. Und seit einigen Nächten suchen und töten ihre Angehörigen aktiv alle Eckern, die sie aufspüren können. Lord Redgrave, der Vorsitzende des Ascalon-Clubs, hat mich vor kurzem kontaktiert. Er will sie umgehend treffen. Sie können nachts jederzeit zu meinem Haus kommen, wenn es ihnen passt. Wir müssen über all diese Dinge sprechen. Diesen Brief liegt ein offizieller Passierschein bei dem sie jede Straßensperre und jedem Quarantäne-Kontrollpunkt in der Stadt passieren können. In Freundschaft, Lady Ashbury. Ja, Freundschaft. Ja, vergiss mir, das ist aber lieb. The flower is dying. It needs water. Ja. Brauch auch Wasser. Okay. Ja, bitte, Zwerge, ich höre. Was gibt's? Oh mein Gott, ich muss Leute heilen. Erschöpfung, Kopfschmerzen. Alter, warum seid ihr denn alle am Arsch? Also zweimal Erschöpfung. Dreimal Kopfschmerzen. Sag mal. Machen wir ein bisschen Bär. Was seid ihr, dass du mich schon mehr oder weniger 4 Jahre an der Backe hast? Ja, weiß ich, warum. Ist das schlimm? Was hatten die jetzt? Kopfschmerzen. Ein bisschen mehr. So. Erschöpfung hatten die, ne? Ja. Okay, Leute, ich heile euch mal eben. Sollt ihr nicht abnippeln. Weiß schon, dass ich, hab vergessen. Das Ganze hat dumm am Niesen. Wie niest man denn dumm? Erstmal die Fake-Vampiren umbringen. Heilen, meine ich. How are you tonight? I need blood, Doctor. Ja. Do you require my My condition cannot be understood by you. Ja. Well, until the day science finally admits failure, please accept this little Schau mich an, dann weiß das. Oh je. Your efforts are admirable, though laughable. Hab ich hier noch sonst was? Nö. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. So, du bist wieder gesund, du hast Kopfschmerzen. Guten Tag. Good evening, Doctor. And good evening to you. Hab ich hier irgendwas Neues? Oh. Did you know Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Okay, hier. Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reed. But your help is welcomed. Hier, nimm. There is no shame in helping each other. We're colleagues, after all. Many doctors I have known are too cynical to think that way.
Goodbye, Dr. Strickland. Ich fühle mich wie die ganzen Kinder im Kindergarten, die krank sind und rumschnupfen. Jo. Hallo. Typ, der sich Good evening, wollte. Doctor. Nein, nicht du. Goodbye. Vergiss dich. Und mit deinem Jungen wir reden. Good evening, Miss. I'm okay. Ja, ja. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What Hatten do wir you das nicht think of schon mal? that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know Das the Gespräch staff schon have more ist doch important so. things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. And you have my... Ja, ja, gut. I have to go. Ich nehme dich jetzt mit mir, ein Brötchen zu machen. Ui. Cool. Nein, ich wollte den Schrank nur Goodbye. looten. Lass mich in Ruhe. So. Schrank looten ist wichtiger. So, wer ist jetzt noch krank? Clay Cox. Entschuldigung. Tippets. Wo ist der Tippets? Ist der Tippets? Wo sind sie dann? Da draußen? Da ist er. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news? Do you need any... Yes, indeed. I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reed. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. Mit Bacon drauf, boah, lecker. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you Ich really glaub, das think hatten she wir could auch be the schon. next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. Goodbye, Dr. Tippett. Ja, ja, ja. Was ist dort nicht ein bisschen viel, wenn es auf ein Brötchen zu backen? Ich weiß, vielleicht passe ich ja drauf. Wo ist denn Clay? Da ist der. Hallo. Hey, Doc. Du bist sehr glücklich, warum? Was? Ich habe alles bei dir gelöst? You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm... Don't play... Bla bla bla. I'll leave you. Tschüss. Das wollte ich. Okay, die sind alle am Erholen. Die sind alle gesund, das ist super. Alter, Erschöpfung, Erschöpfung. Boah, die sind alle erschöpft. Oder Erkältung, Erschöpfung. 1, 2, 3, 4. 4 Erschöpfung und 3 Erkältung. Oh, das ist viel. Drei Erschöpfungen. Nee. 4? 3 Erkältungen, ne? Und 4. Jetzt habe ich es vergessen. Oh mein Gott, manchmal. So, 1, 2, 3, 4. 4 Erschöpfungen, 3 Erkältungen. So war das. So, immer ein extra Ding. Was ist denn Erkältung da? Ich habe kein Kalium-Dings da. Oh, warte mal. Ah, Teil. Ich mische es auch an, wenn das Brötchen. Wow.
finde das fragwürdig. Wenn man mich auf dem Brötchen essen möchte. Haben will, wie auch immer. Bitte esst keine Menschen, danke. Das ist nicht so gesund, habe ich gehört. Guten Tag. Doch. Spricht jemand aus Erfahrung? Nein. Ich glaube nicht, nein. Was macht jemand so Geräusche? Nicht? Och, Kamera, hallo. Oh, ey. Du kleines Stück Scheiße. Nein. Wie oft sollte ich noch mal sagen, dass es schlechtes Game Design ist? Ja, ich bin gestorben. Weil diese Scheißkamera sich immer automatisch umswitcht. Ich bewege noch nicht mal die Maus dabei. Hilft der Frau da jemand? Nein, wir helfen keine Leute. Mann, ey. Ja, alles klar. Alter, jetzt reicht's mir. Ich weiß nicht, wo er ist. Genau. So macht man das. Hoch. Hallo, guten Tag. So. Läuft. Warum sind die jetzt auf einmal alle Level 22? Mann. Spiel. Hallo, Skulls. Ja, kein Problem, Spiel. Entschuldigen Sie wieder, ja. Immer schön nett sein. So. So. Ich muss euch mal alle retten. Hallo, du hast Erschöpfung. Good evening. Change Do you need a... it I am... for... How are the conditions in Whitechapel these days? When I think about all the people who died trying to reach England, it seems we escaped a war just to die on foreign shores, hated by all. Hab ich noch irgendwas Neues bei ihr? Nö, ne? Hallo? Nein. Goodbye, miss. Take care of yourself. Harry, mach die Tür auf, warte. So. Ist erkältet. Oder so. Good evening, Harry. Sure. Ja. Only pain and suffering. So, I'm not... do you need... Yes, I... Goodbye, young... Even my dreams
Die sagen eh immer den gleichen Scheiß. Tschüss, deprimierter Harry. Was? Wir sind immer nett und stehen voll hinter dir und glauben an dich. Lach uns schlapp, wenn du stirbst. Wow. Wie nett. Mr. Bates. Wenn man so eine Community hat. Since I took an oath. Oh. How are conditions in Whitechapel at present? The way this sickness is spreading, I don't think there'll be enough new bloods to replace those tenants I'm losing from this bloody thing. Goodbye. Aber ich sagte nur, ich bin immer so nett zu den ganzen Gegnern. Aber ihr seid ja alle krank. Good evening, Mr. Iger. How is the sanitary situation in Whitechapel? Terrible, to say the least. Maybe now you understand the importance of Dorothea's work here. But you never cared, did you? That's quite an accusation. Stop pretending, Mr. Doctor. All you wanted was to confront Dorothea. You never intended to help Whitechapel's people. There isn't just one way to help Whitechapel. Your way seems to attract sorrow and despair, Mr. Doctor. Your kind of care is not what Whitechapel needs. Wow. Ey, hatte ich da... Also ich weiß nicht, was das Spiel hat irgendwie Problemchen. Hallo Maxanos. How do you feel, Mr. Petrescu? Do you need my help? I would not even accept fresh water from you, Doctor. I don't need your help. Doch, hier. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. Goodbye, Mr. Okay. Geht uns selbst. Ja, ganz gut. Ganz gut, Good ganz evening, gut. Zhao Shun. Wang Shanghao, Dr. Reed. It's good to see you again. Ja, hatte ich das nicht schon? Naja, ich red mal. What are you doing with your time now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. That's very charitable Gott, of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. Giving out medicine? How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reed. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. I can spend some on those who don't have any. Oh, das ist aber nett. Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reed. And for now, I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else. How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to follow your advice, sir. I won't forget the dead, but my efforts will be for the living. Do be careful. These streets can be as dangerous as that terrible place where we first met. That's true. And maybe it's the best reason to help people around here. Scheißendreck. Do you still think about your departed husband? Of course I do. I'll never forget my beloved Matthew, but how do I put it? Now I miss him more than I want him back. I know what you mean. And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew. Without warning and without mercy. But until then, I live on. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. How do you feel? Physically speaking, I mean. I don't feel good, Dr. Reed. Not at all. You should recover quickly after taking this. Thank you, Doctor.
Gern. Goodbye for now. So ein Brötchen reicht erstmal. Ja, dann. Oh, ich hätte auch kein Brötchen. Ich habe schon länger kein Brötchen mehr gegessen. Clayton, wo war denn Clayton? Oh, der war an... Ah ja, warte mal. Clayton war, meine ich... Ich suche. Ich suche, weil ich meine, der wäre hier so am Rumlaufen. Hast du Clayton gefunden? Gesehen? Wie auch immer. Was ist denn der? Stand doch sonst... Ah, da ist er. Guten Tag. Good evening, Doctor. Can I help you? Nee. Wirklich. How are conditions in Whitechapel at the moment? I always thought it was my role to reveal what really happens in these forgotten parts of London. And you're not sure anymore? Emptied coffins. Cannibalism. Walking dead. I'm trying to report the truth about what's going on, but no one believes it anymore. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. So, jetzt fehlt mir noch dieser Typ. Boah, wo war denn der? Der lümmelt auch irgendwo rum. Ich war schon gestern nur jedes Mal wo genau. Nee, da geht's raus. Darius. Benjamin. Ah, okay, hier ist er. Not me. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Okay. Have conditions improved in Whitechapel? I'm ready for whatever's coming. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. So, ich glaube, das waren jetzt alle, ne? Ach, das war das. Ja. Okay, jetzt kann ich die Hauptquest weitermachen. Warte mal, da ich ja jetzt überall hin kann, muss doch die Tür jetzt offen sein, oder nicht? Oh, Ratte. I have thirst for blood. Ja, laufen noch richtig, ja. Ja, das ist zu. Okay. Wahrscheinlich muss ich erst zu der Quest. Falsche Richtung. Okay, richtige Richtung.
Oh, ich kann auch da lang. Oh. Kleiner Wauzi. Oh, das Looten. Okay. Okay. Das ist zu. It's locked. Ach, Mann. Oh. Gut. Laufen wir halt drumherum. Oh, hallo. Das gefällt mir nicht, dass sie alle so Level 22 sind. Das gefällt mir auch nicht. Wie sieht es aus mit den Zielgeduld? Okay, jeweils eins, gut. Nein, du kannst die Waffe wieder weg tun, danke. Ich habe 3000. Aber ich würde das jetzt ungern verballern. Wo ich die Ultimate eigentlich mal hoch machen sollte. Naja, egal. Ihr macht das schon. Ich helfe dir. Nee, nicht ich. Der ist böse. Ich bin irgendwie auf deiner Seite. Ja. Also ein bisschen besser so. Ja. Ja, mach das. Oh, hallo, ich hab dir geholfen, ja? Bezahlt. So, sind richtig. Der Titel verwirrt mich. Leute helfen, wo man nur kann, aber ich sehe eigentlich nur, wie Vanessa Leute vermöbelt. Ist das so eine Art Metapher, weil du ihnen bei der Verschönung ihres Gesichts hilfst? Oh. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Leave me! Return to the shadows and never come back! But the shadows are our home. And wherever you stand, my son, I stand beside you. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows.
Ah, Takumi, dankeschön für deinen Follow. Willkommen, willkommen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht und ich habe Angst. Warum? Naja, ich helfe ja den lieben Menschen. Die Leute, die mich umbringen wollen, sind nicht lieb, ja? Huch. Ja, wer bist du denn? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Und Dankeschön für Prime, aber holy shit. Ich fühle mich geehrt. Ja. Und Dach. Oh. Nein. Oh, das ist Steuerung. Katastrophe. Oh mein Gott, du bist ja auch böse zu mir. Warum? Wir sind doch auch Vampire. Daneben. Jo, jetzt kommen auch noch Vampire, die gegen mich kämpfen. Hey, du Arsch. Du weh. Hey, hör auf damit. Die Wohltäterin schlägt wieder zu. Aber no. Stirb doch, Mann. Arschloch. Ja, dass deine Art zu helfen ist, will ich niemals Hilfe. Oh, na gut. Ich kann auch liebevoll helfen. So this is where she lives. What a splendid house. Das ist wohl wahr. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Oh. Warum fühlen Sie mich unendlich? Oh. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady.
Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course, to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. Was? So, my lady, why, truly, did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the Guard of Prewen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help, since you are obviously a powerful and influential immortal yourself? You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Hallo Klaus. Wir sind keine Vampire. Wir sind wir sind selber ein Vampir.
They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Oh, boah, warum labern die so viel? Die sollen Leute aussaugen. Das Spiel ist halt sehr storylastig mit Dialogen und so ein Kram. Ist halt leider so. So, ich gehe mal in Online-Shops gucken nach Kleidern. Was euch noch? Stay hydrated. Okay, dann viel Spaß dir und viel Erfolg. Danke, dass du da warst. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here.
There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Euch noch einen schönen Tag, ihr Hübschen. Okay, dankeschön. Wünsche ich dir auch. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor? And call me Elizabeth. I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Das war ein langer Dialog. Holy shit. Jetzt muss ich die Leiter hoch. Time to visit the Ascalon Club.
Hä? Neuer Dialog verfügbar? Ich muss mit dir darüber reden. Lang ist's her. Ich habe fast 4K EP. Was ist sie denn? Aber schön. Erstmal looten. Macht das denn alles sauber? Ja gut, Dina wahrscheinlich, aber... It's locked. Toll. Oh. Für die inspirierende Lady Ashbury. Es gibt Lichter im Leben, aber es gibt auch Schatten. Sie sind eines von den Lichtern. Bram Stoker, 4. August 1897. Oh, das ist Dracula. Okay. Interessant. Oh, hallo. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Concerning your investigation. Yes? Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you think we shall ever see better days? Or at least, better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. Goodbye, Elizabeth. Warum hat sie eigentlich so makellose Haut und wir sind so komplett ranzig? Ach du Scheiße. Die Tragödie der Blutnacht. Nur wenige von uns verblieben nach dem Schock der großen Jagd. Ich war einer von ihnen. Ich erinnere mich, wie ich plötzliche feindliche Attacke uns alle überraschte. Also wie die plötzlich... Okay. In diesen wenigen Nächten wurde viel Blut vergossen. Manche der Überlebenden gingen ins Exil. Ich mache ihnen keine Vorwürfe, doch ich bedauere ihre Mangel an Standhaftigkeit. Wir brauchen Mut und ihr Interesse des Weltreiches zu beschützen. Wir brauchen Mut, um unsere Werte zu verteidigen. Erinnern wir uns alle an William Marshall, der niemals in die Knie ging. Mein geliebter Schöpfer mag schon lange von uns gegangen sein, aber sein Vermächtnis lebt weiter unter uns. Wir haben einige Tropfen seines heiligen Blutes aufbewahrt, um uns daran zu erinnern, wer wir sind und was wir anstreben. Ehre, Reinheit und Vortrefflichkeit. Als sein Abkommen und sein Freund hatte ich die Ehre, häufig mit dem Ritter zu sprechen. Er erzählte mir von den Tränen der Engel, diesem heiligen Trunk, der den unersättlichen Hunger stillen sollte, den wir alle spüren. Nie beendete er seine Suche nach dem Artefakt, obwohl er nicht einmal wusste, ob es überhaupt existiere. Ich bewunderte seine Beharrlichkeit, mit dieser Beharrlichkeit diesen unverrückbaren Glauben an etwas Größerem. Werden wir alle noch kommende große Jagden überleben. Ascalon wird nie untergehen, denn es ist ein Innenbild aus die Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave Bründer. Was ist das für eine Büste? Aha. Sie malt uns. Ach, das ist ja süß. Ja.
Ich glaube, sie mag uns. Bin mir nicht sicher. Ist da sonst noch irgendwas? Hauptsache, die haben sich so Tee hingestellt und so. Oh no. Ein Tagebuch. Ist das viel Text? Ich will nicht. Okay. 1950. Kann es sein, dass wir im Jahr 1915 sind? Ach, keine Ahnung. Bin jetzt schon müde. 9. Mai 1913. Heute Nacht habe ich mit Mutter die Kranken im East End besucht. Es ist lange her, seit ich in diesem traurigen Teil der Stadt war. Es hat mich sehr gerührt, wie sie diesen armen Menschen zugehört und sie getröstet hat. Sie versucht grundlegend etwas zu verändern und diese Männern und Frauen zu helfen. Außerdem hat sie heute Nacht einen von ihnen umgebracht. Okay, es geschah so schnell, ich bemerkte es nicht einmal, als sie verschwand. Doch als sie wieder da war, wirkte sie viel lebendiger, viel lebhafter. Ich wusste sofort, was passiert war. Sie nahm ein Leben und ich sah nichts. Wir kehrten heim, ohne ein Wort zu sprechen. Sollte ich jemals eine Vampirin werden, würde ich von Sterbenden zehren. Ich würde die Schuldigen und Gewalttätigen töten, wo auch immer sie sich verstecken. 13. September 1914. Als ich an diesem Nachmittag für das Frauenwahlreich warb, haben mich 2 Männer in einer Gasse bedrängt. Ich habe so laut ich konnte um Hilfe gerufen, so wie Mutter es mir aufgetragen hatte. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn nicht ein Soldat plötzlich die Männer zurechtgewiesen hätte. Er brachte mich dann nach Hause und versuchte, mich zu küssen. Was? Ich weigerte mich, dann ging er wortlos. Die ganze Geschichte machte mich so traurig, ich weinte immer noch. Als Mutter nachts wach wurde, ich erzählte ihr alles und sie umarmte mich. Später gingen wir ins Theater und sahen uns Doris Fletchers neues Stück an. Ich glaube, es kränkt mich ein wenig, dass Mutter nicht losstürmte, um mich zu rächen. Ich würde als Vampire nicht so gnädig sein. 15. September 1914. Letzte Nacht haben Mutter und ich schlimm gestritten, weil sie sich mal wieder geweigert hat, mich unsterblich zu machen. Ich erinnerte sie daran, was mir mit den 2 Männern in dieser Gasse hätte zustoßen können. Sie hätte bewaffnet sein können. Ich glaube, die hätten noch Schlimmeres getan als... Ja. Es wäre ganz anders abgelaufen, wenn ich eine Vampirin wäre. Sie aber hat nur gelächelt und gesagt, ich müsse bereit sein, dieser Welt die Stirn zu bieten, um ein Teil von ihr zu werden. Ich weiß nicht einmal, was das heißen soll, doch es macht mich verrückt. Ich bin mitten in der Nacht aus dem Haus und zu Emily gerannt, doch dort verbrachte ich den ganzen Tag. Vielleicht ist die Zeit gekommen, auszuziehen und so wie Emily mein eigenes Leben zu leben. Ich liebe Mutter sehr, aber es ärgert mich ebenso, wenn sie Gespräche über meine Verwandlung unterbindet. 17. Februar 1915. Heute Nacht bin ich so traurig wie aufgeregt. Denn ich werde dieses Haus endgültig verlassen. Mutter erlaubt mir, in eine eigene Wohnung in West End zu ziehen, die aber nicht zu weit von ihrem Haus entfernt sein durfte. Ich habe ihr versprochen, sehr vorsichtig zu sein. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und sie mir, dass sie stolz auf mich sei. Sie möchte einfach, dass ich so stark und unabhängig wie sie bin. Das verstehe ich jetzt. Zugegebenermaßen bin ich ihr dankbar für alles, was sie mir über die Jahre beigebracht hat. Sie hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Von nun an beschreite ich meinen eigenen Weg. Ich entscheide nun, was ich mit meinem Leben anstellen will. Und eines weiß ich genau, sollte ich je unsterblich werden wollen, ziehe ich meine Mutter in dieser Entscheidung nicht mit ein. Dieses Mal leben und ich bin verantwortlich für meine Taten. So. Also werden wir Tochter kennenlernen. Das ist cool. Wahrscheinlich ist sie sogar die Stütze. Oder? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Moment. Das ist doch so sehen. Nö, ist irgendein Typ, der die Stütze ist. Gut, Echo. Oh mein Gott. Hallo, runter.
Okay, danke schön. Warum kann ich da hoch? Warum ist hier so viel Blut? Naja, gut. Warum läuft er so langsam? Ich kann doch nicht kämpfen. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Turn around, sir. 28? Ja, okay, ich turn around wirklich. Ne, ich gehe ja schon. Level 28. Holy shit. Da ist auch zu. Mal einen anderen Weg. Oh, Loot. Oh, Loot. Schreit ihr denn so rum? Antenne anstellen. Ja, okay. Oh. It's locked, all right. Wo bin ich denn da lang? Wenn ich da nicht hinkomme. Oder muss ich hier rüber? Das verwirrt mich jetzt. Wow. Aber, ça va. Oh, einer. Safe room. Safe room ohne Bett. Ach so, da bin ich. Ach, war bei nur. Okay. Warte, ich werde mal eben aufleveln. Die Ultimate kann 20 muss sein, okay. Gut.
War bestimmt das da. Oder? Das habe ich irgendwie nie benutzt. Schade eigentlich. Nehmen wir das. Jetzt bin ich Level 20 und ich habe keine EP mehr dafür. Toll. Mehr Ausdauer. Ja schon. Autsch. Ja, sind die einen wieder gesund, sind die anderen krank. Toll. Wow. Aua. Oh, die sind schon heftig. Andere Vampire. Eieiei. Fällt mir nicht, dass sie so stark sind. Hallo. Egal. Aber die sind nicht so schnell. Das ist das Gute. Sehr theatralisch gestorben. Okay. Das scheint hier der übelste... Wow. Explodiere, los. Explodiere. No, 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 no. Och, fuck. So knapp. Toll, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ist egal. Aber die falsche Seite. Ey.
Oh, das lief doch schon mal besser. Jetzt ist es ein bisschen kampfintensiver. Was ich gar nicht mal so schlecht finde. Oh, Ratten. Mama. I can't believe I'm doing this. Okay. Ich komme ja da nicht lang. Aua. Hey, sag mal. Das ist ganz schön brutal, ja. Oh, ich komm da nicht ran. Jetzt aber. Da bringt er mich fast um. War ich hier schon drin? Ach, das ist das. Nee, kein Bock. Da lang. Oh, 2 Stück. Ja, nicht hängen bleiben. Bockerlaus, oder? Alter!
Teils sind okay. Die sind nicht so stark. Aber nur wenn sie zu zweit sind. Ah, die sind sehr anhänglich. Hallo Kine. Eine scheint tot zu sein. Jupp, er ist gestorben. Das ist gut, das ist gut. Klassisch. Ey, wollte ihn auslutschen. Oh, ich hab Feierabend, sehr schön, freut mich. Ich hab gleich tot. Nein. Komm, töte ihn doch. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Oh, Glück gehabt. Holy shit, ey. Leben am Limit. Leben am Limit hier. Tür wieder aufgeschlossen. Cool. Gut gelutscht. So viel Loot. War ich hier noch nicht? It's locked. Das ist schlecht. Komme ich darüber vielleicht? Mal reinschreiben. Hey. Oh, Bauzi. Aua, sag mal.
Aber man kriegt guten Loot die ganze Zeit. Das ist schon sehr praktisch. Jetzt bin ich hier. Ui. Ah ne, das ist unten. Auch wenn ich schon mal hier bin. Genau. Dann kann ich die Leute auch direkt mal heilen. Erschöpfung. Okay, 1, 2, 3, 6. 6 mal Erschöpfung. Ja. Und ein extra den. Leute, du bist ein Vampir, saug die aus. Das ist Zeitung genug. Nein, die werden nicht ausgesaugt. Oh, lecker. I have this thirst for blood. Bleib doch hier, hallo. I can't believe I'm doing this. Ja, komm. This is so ein komischer Glitzervampir oder warum frisst du Ratten? Nein, bin ich nicht. So gerade die Leute, aber... Ach schon! Und Tag, wir haben uns... Welcome back to my humble shelter, Dr. Reed. Sieht so schlimm aus. Are you here to subdue me again? No, Sean. I just came by to see how you are. I feel all right. Why'd you ask? Are you still feeding on corpses? No. It's almost as though the blood you forced me to drink has provided me eternal satisfaction. Okay. Ich habe ihn befriedigt. How is the sanitary situation in this part of town? I think it's acceptable. Fewer cases of sickness recently. I thank the Lord for his mercy. How are things in your shelter? Between the mortals and the immortals, I mean. Even if we're all children Das of ist God, aber gut we've always gesaugt. maintained a strict frontier between the two communities. Oh Mann. What do you fear? A few years ago, a Skal decided to pay a nocturnal visit to my Er hat sleeping an meinem customers. Arm He got rumgelutscht, caught nicht licking ich their bei necks in the ihm. dark. Since then, I have added a lock to the door. What if food became scarce? Wouldn't the immortals in your flock be tempted to feed on the living? Wouldn't you? The Skals can feed on the dead, Doctor. And until Judgment Day, mortals will continue dying. How did you meet old Bridget? When younger, I used to patrol the streets at night, searching for lost souls. This is how I met her. It took me 2 months just to get her name. Now we support each other. Had you already visited their hideout in the sewers? Just once, and very briefly. Most of them are very discreet, and they see me as an outsider, even if I protect them. You really are a saint, Sean. Oh, no, sir, I'm not. But I know evil, and I believe goodwill and tenacity can make this world a better place. Would you let me listen to your chest, Sean? No, Dr. Reed. You already forced me to drink your blood, and I thank you for that, for I feel better now. But it was quite an unpleasant experience. It would help me greatly if you would allow me to give you a physical examination. I said no. I'm no subject of medical examination, and I intend only to obey and to kneel before God. Have you seen Harriet Jones since taking her to Old Bridget? No. She is with the sewer Skals now. I don't go downstairs. What happened at the Pembroke? I guess we recognized each other. As Skals, I mean. She had but one thought. To punish. To get revenge upon everything and everyone. I realized I had to bring her here quickly. But why did she fake her own death? There was so much blood in her room.
She attacked patients, too. I just lost her for a minute that night. When I found her, she had caused mayhem across the hospital. I slapped some sense into her, and we fled before getting caught. What happened then? We ran here through narrow streets and backyards. She kept saying that someone was talking to her in the dark, offering to avenge her. But I saw nobody. Interessantes Spiel, Vampyr im britischen Akzent. Das liegt eventuell daran, dass wir hier in London sind. Oh Mann, ey. Farewell, Sean. Take good care of your flock. And of yourself. Wo ist der Rest der Leute? Oh, ja. Glad to see you again, Mr. Reed. Irgendwas Neues, du. Do you have recent news of Sean Hampton's shelter? Hä? Are you worried about the sanitary situation in London? There are rumors of infected people turned mad by the fever and roaming the streets, Okay, das war komisch. attacking everyone they see. Is it true? As long as you stay away from the streets, you should be all right. I hope you're right, Dr. Reed. We feel kind of left alone around here. Do you need my medical attention, Miss Paxton? I can keep going, Dr. Reed. Of course you can, Miss Paxton. But I wouldn't recommend it. Please, take this. You will feel better. Thank you, Dr. Reed. Thank you. Really. Goodbye, Miss Paxton. Oh, wo ist der Rest? Okay, der Rest ist bei den Docks. Lauf ich zurück? Nein. Ach Mann. Ich hätte immer noch gerne eine Minimap. It's locked, all right. Ach, ja, stimmt, da war was. Oh. Das ist dieser Booth-Typ hier. Ah. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Have you got any news about Sean Hampton's shelter? As long as he keeps on helping the poor, I'll keep my boys at bay, even if he pisses them off. Can I see what you have? As long as you... Ich meine, das habe ich gekauft. Oh. Good evening. Hello again. Can I offer you my medical help, Miss Cox? Giving out for free? You'd make a poor businessman, Dr. Reed. Ja, halt einfach nett. Perhaps I would. Please, take this. You'll feel better. Thank you. But don't expect me to owe you anything. Mhm. Goodbye, Miss Cox. Good evening, Mr. Woodbeat. Good evening. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? The man is still here. He's trying to help others despite the terrible things he endured. I'm impressed. Do you need my medical attention, sir? Unfortunately, yes. The spirit is willing, but the flesh, well, you know. Nobody is immune to disease.
There's no need to be ashamed of that. Well, thank you, Doctor. Now maybe I'll live another day or two. Goodbye, sir. Good evening, Mrs. Fit. Of course. It's locked, all right. What can I do for you? Do you have any news about Sean Hampton's shelter? I just heard the sad saint keeps on helping the sick and poor. God bless his soul. Aren't you worried about the conditions around here? Habe ich ja einen nicht gefragt. Hate everywhere. The city will not sink because of this flu. It's the violence that will finish us all. Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, Doctor. I don't feel well at all. Then let me give you a prescription. I thank you for your generosity, sir. It's something this part of town truly needs. Goodbye, Miss Fish. So. Ach, dieser komische Typ hier. Wer war denn das aber? Seid ihr irgendwie Geschwister? Okay, Ach, das sind Skulls. Wo ist denn der möchte gern Typ hier? Hier wohl lang? Ne, ich glaube nicht, aber... Nee, da ist keiner mehr. Ich muss woanders lang. Oh, falscher Steg. Der Steg. Wo ist denn hier so Vampirjäger? Möchte gerne Vampirjäger. Wo ich gerade. Das ist halt das Problem, dass man die immer suchen muss. Man ist einfach komplett lost und läuft in die falsche Richtung. Du bist... Okay, dann mal viel Spaß im Lurk. Danke, dass du aktiv da warst. So. Sie. Aber wo ist der Typ? Also ich muss diesen Möchtegern-Jäger unbedingt retten, aber... I cannot enter. Schade. Aber was am Leuchten habe ich gesehen. Ah, oh, angesinkter. Oh. Spexen, ich habe vor kurzem gehört, dass monatelang in Händen und bla bla bla. Bla 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 bla. Schamsee, bla bla bla. Okay, irgendeine Drohung. Dann Lotti, ich muss bitte reden. Geh weg. Glad to see you again. Ja, Moment, war das das?
Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. I respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Goodbye, Miss Paxton. Da ist diese Giselle. Wo ist denn der... Immer gehustet, ganz eklig. Hier ist Loot. Das ist ein Gegner. Ach, Mann. Och, Mann, wie sieht doch denn richtig an? Mann, Mann, Mann. Ich liebe es, dieses ständige automatisch Wechseln, ohne dass ich die Maus berühre. Jetzt kommen die Skulls auch noch von hinten angeschissen, ey. Wo sind denn die Jäger? Sind die gestorben auf einmal? Herzinfarkt oder was? Alter, ich klick halt die ganze Zeit für den Angriff und der tötet mich jetzt natürlich. Och, ey. Also entweder ist das Spiel einfach richtig scheiß programmiert in dem Sinn, oder keine Ahnung, die Maus ist kacke. Wo bin ich jetzt? Ja, okay. Nervt mich schon. Ich suche immer diesen Typi. Ich weiß nicht, warum der Typ Opium dabei hatte, aber er hatte es. Es wäre schon cool, wenn man es anzeigen könnte, wo die sind. Ich suche diesen Typen und diesen Typen. An dem kann ich mich persönlich gar nicht mehr erinnern. Oder war? Dem schon. Aber ich weiß nicht, wo der möchte gerne die Vampirjäger ist.
Sind alle hier. Warte mal. Good evening. Hello. Ja, okay. Auch nicht. Are you worried about the sanitary situation in London? The bodies are piling up, but I'm not afraid. I'm still alive, and I intend to stay that way. Goodbye. Lame. Will jemand das Kind still machen? Das kaputt machen? Ah. Okay. Ich weiß halt echt nicht, wo das ist. Hier vielleicht, aber nee, eigentlich nicht. Och, nervt mich das. NPC-Suchen macht ja einfach so viel Spaß. Kann ich jedem ans Herz legen. Hallo, Skull. Ach, ja, natürlich. Oh, nee. Oder 17 Mal im selben Bosskampf, ja. Das ist auch meine Lieblingsbeschäftigung. Ja. Stirb einfach, ey, du Kackvieh. Jo, was haben die denn für eine Kraft? Dafür, dass Skulls angeblich niedere Kreaturen sein sollen? Und wo kommst du denn jetzt her? Was ist das denn für eine Party hier? Jo. Ach, ich bin verwirrt. Naja, so finde ich immer wieder neuen Loot. Das ist auch gut. War ich hier nicht schon? Ich gucke jetzt noch mal bei der Notunterkunft. Wenn der da nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Aber Ratten. I have this thirst for blood. Wo könnte dieser komische Vampirjäger denn sein? Oder war der hier? Hm. Ja, hier ist wieder böse.
Ich will doch nur helfen, Mann. Das ist dieser Show. Und der Rest der Bande. It's locked, all right. Wo ist es hier jetzt einiges passiert? Ich gehe mal zu dieser Widget alten. Ich will wissen, was mit Harriet passiert ist. Das macht mich gerade neugierig. Guten Tag. Oh, du bist ja immer noch hier. Hallo. No more questions, Dr. Reed. Mann, das ist ein paar Tage her. Warum passiert hier nichts mehr? Wo ist eigentlich die Oberanführerin? Ha? Ah, da ist sie doch. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. Get to know us. Wow. Ah. Hallo Schaftier. Na? Geht's, wie steht's? Gut. Ich finde diesen komischen möchte-gerne Vampirjäger nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Ich muss immer dreimal gucken, wohin ich hin muss. Oh, die sind gespawnt wieder. Natürlich sind sie gespawnt. Schon wieder in diese Sackgasse gelaufen. Ich bin nicht in die Sackgasse gelaufen. Okay. Guck mal, der hat Kopfschmerzen. Ich befreie ihn mal von seinem Leid. Guck, so nett bin ich. Ich sehe nichts. Kamera hat sich nicht gedreht. Ach, das war ja jetzt zu. It's locked. Ach, stimmt, da war ja was. Aber wie kommt man denn da hin? Ich komme hier nicht weiter. Was habe ich denn? Hab ich irgendwas verpeilt? Hast du heute mal gut geschlafen? Ja, tatsächlich schon. Ich bin seit 7 Uhr wach. Und bin immer noch fit. Rennen, schon nur für ein Rennen.
Ach, das war das. Da brauche ich nicht ran. Ist auch zu. It's locked, all right. Ich krieg die Krise. Oh, er ist explodiert. Holy shit. Das tat mir schon fast leid. Oh, nur fast. Ich kann Ausdauer. Oh, so laut. Shit, Oh mein Gott, ist hier viel los. Aua. Ja, und das schätzt niemals einen Skull. Hallo. Mann. Ich sehe nix. Aua. Eieiei. Hier ist gerade schon viel los, ey. Also kann man auch seine EP bekommen. Da habe ich Loot gesehen. Wow. Das ist noch eine Loot. Ach, hier so. Oh. I cannot enter. Oh oh.
Er ist ja ins Wasser gefallen. Ist hier jemals lang gelaufen? Ja, stimmt. Bin ich. Ich erinnere mich ganz vage. Hier war ich aber noch nicht. Nett. Oh, nice. Oh, ich habe Shortcut freigeschaltet. Das war die Stelle. Ja, Gott sei Dank. Weiß gar nicht, wo ich eigentlich hin wollte. Hm. Ich wollte ursprünglich dahin. Also entweder gehe ich. Ich kann doch. War ich von dem Schiff da? Ja, das ist doch das. Hallo, mach auf. Ah, Mann. Ja, von dem Schiff hier. So. Ah ne, da konnte ich ja nicht lang. Oh. Ich glaube, ich muss wirklich so kompliziert hier rumlaufen. Also hier komplett rum. Okay, machen wir das. So. Manchmal wünsche ich mir, es gäbe Teleportation von Unterkunft zu Unterkunft. Das wäre super. Aber nein, leider nicht. Das ist aber nett. Na, wir sehen ihn. Oh, alter, Spiel bitte. Nein, wir sehen doch den an. Schön, dass du wartest. Und ihr das nicht hier? Okay. Manu. Immer müssen die auf mich gehen. Ich hoffe, ich laufe richtig.
So. Ich lauf zurück. Ich bin so ein Profi, ey, manchmal. Oh. Ich meine, ich kam da nicht weiter, weil dazu ist. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Nein, ach, das muss ich schon irgendwie sehen. It's locked. Wann kommt der nächste Bossfight? Weiß ich doch nicht. Wir haben doch gerade mal einen. Ich muss bedenken, ich bin gerade erst Kapitel 4 geworden. Ja. Ist halt auch so. I cannot enter. Ja, das weiß ich. Oh, die sind weg. Oh. Ah, der E-Kurs. Von all den bösartigen, garstigen Skulls, die ich jemals bekämpfen mag, das E-Core oder E-Core oder Ishur oder E-Core, wie auch immer, das Schlimmste gewesen sein. Nicht wegen seiner Kampfkraft, obwohl es ein starker, gefährlicher Gegner bleibt, oder wegen seiner Schleue und Gerissenheit. Ein E-Core ist eher roh und direkt in seinen Taten und Zielen. Doch zu jeder Zeit und überall, wo dies möglich ist, verbreitet es Krankheiten, Seuchen und Epidemien. Ein E-Core ist die Verkörperung von Viren und Infektionen. Wo es auf Wandel treten Krankheiten auf und verbreiten sich rasant. Es ist, als würde es nur auf dieser Erde weilen, um Plagen und Epidemien zu erzeugen. Als würde seine Haut selbst Siechtum ausdünsten. E-Core sind listig, heimtückisch und bösartig. Selbst zu unzählige Wunden machen ihm nichts aus. Die verderbte und perverse Natur der E-Core lässt sie das Verunreinigung von Wasser speichern. Kornkammer und Gelagen freudig genießen. Sie sind selten genug, dass wir kaum etwas über sie wissen. Die träge Bruderschaft denkt, E-Core seien keine Vampire oder Skies, sondern etwas anderes. Ich weiß nur eine Sache gewiss. Ein E-Core muss, sobald es gesichtet wurde, mit allen notwendigen Mitteln zerstört werden. Auskennt eure Fallen von Karl Eldritch, Anführer der Wache von Privon. Wieder was Neues. Warte, sind dann diese Männer E-Core? Tür wurde aufgeschlossen. Toll. Schuld. Echt jetzt? Hallo, können Sie das bitte mal öffnen? Hallo. Sie hat doch Kopfschmerzen, sie will dir nur helfen. Die Tür wird aufgeschlossen. Was ist denn das? Okay. Whitechapel. Was steht hier? Ah, okay. Ah, okay, verstehe.
Ist irgendwas zu looten? Irgendwas. Warte mal. Ach du Scheiße. Darf dir Dankeschön für die 4 verschenkten Subs. Ich kann nicht mehr reden. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, genau. Stimmt. Da hab ich was vergessen. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Oh, ich habe so den richtigen Ort getroffen, ja. Wollte jetzt nicht beißen, weil er so oder so Schaden bekommt. Ah, I see, I see. So, jetzt kann ich der Dame helfen. Oh, okay, die explodiert, alles klar. Aua, 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 das tut weh, das tut weh. Warte. Lass mich mal kurz nachdenken hier. Ja, danke. Dein lieber Wolf. Ach, das sind da die E-Core, verstehe. Die gerade die... Komm, Ausdauer, danke. Oh, Alter. Also E-Core sind die Kotzeviecher, verstehe. Oh shit. So, aufschließen. So. Schlinge und Patronen. Schau hoch? Ja. Wieder Leiche. Und jetzt mal alles looten, was geht. Warte mal. Zwischen Weitscheibe und Dingens oder die. Wo sollte die Halskette sein? Naja, gut. Vielleicht finde ich die ja noch. Gut doch. Hallo Kotzi. What the fuck, die habe ich umgebracht mit diesem Kotze-Scheiß. Verdammt.
Wo will ich jetzt landen? Ah, Mano. Ach, super, hier ein bisschen mehr Platz ist zu kämpfen. Die sind alle sehr anhänglich, muss ich sagen. Ja, ich warte. Respawnt auf der anderen Seite. Eine neue Vampirart, ja geil, ey. Mann. Ist ja anstrengend. Okay, cool. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Hallo. Good evening, Miss. Jetzt ist wieder sehr viel. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Oh ja, jetzt, also, holy shit, die Tochter ist ja schlimm. Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste, even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich? I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother.
She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury.
It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Why do you still hope to become a vampire, in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me? Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh, my God. For one second I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Etwas gruselig war's, ja. Hallo, Diana. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Ne, wüsste. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece, and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. You need some rest, Clarence. You should try to sleep.
Ist ja gut, Jana. Alles fit. Ist hier nochmal NPCs? Ich wollte nicht, das wollte ich. Oh, der Junge hat Migräne. Warte mal. Good evening. I won't lie. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Mir geht's gut und hier ja auch so. Auch. Ach, das ist dieses... hallo? Doktor? Oh. Guten Tag. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am... Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Ah. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Die hat einen Schuss ab in die Klinik. Wenn sie wirklich Vampir ist, dann ist das normal mit den Gedanken Tell me im about Kopf, yourself, aber... Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Okay. Vielleicht hat sie auch wirklich einen ab. Weiß ich nicht. Hier bin ich schon. It's locked. Schade. Jetzt safe einen an der Waffe. Ah, könnte sein. Wo geht's denn da lang? Ich will nicht da rein. Na gut, vielleicht will ich doch da rein. Kann auch sein, dass ich hier irgendwann so oder so hinkomme. Ach so, das ist einfach nur der andere Weg. Obwohl, vielleicht kann ich eine Art Shortcut.
Oh, Loot. Oh. Oh, nee. Nee. Irgendwas mit Vampyren, bla bla bla. Auf YouTube könnt ihr das ja stoppen. Nur jetzt hier nicht. Stream, das geht nicht. Aber wenn es jemand interessiert, einfach mal lesen. Ich lese es jetzt nicht. Ausnahmsweise. It's locked, all right. Vielleicht kommt man ja noch hier hin irgendwie. I see. Mhm. Ja, Shortcuts. Dachte ich mir. Ah ja, hier. Hier bin ich noch nicht rübergegangen. Weil ich immer blöderweise dann auf den Chat geachtet habe und runtergefallen bin. Naja. Manchmal wäre eine Taschenlampe ganz gut. Okay, hat mir die Dinger auch mal geöffnet. Deine Haare sind voll schön heute. Sind sie das? Keine Ahnung. Das ist das Licht. So, da gehen wir mal wieder raus. I cannot enter. Ja, ich weiß. Man kann es trotzdem versuchen. Ich weiß, ich habe dann eine Hauptquest und so weiter, aber komme ich trotzdem erst um. It's locked, all right. Manu. Oh, Ratten. This is despicable. I can't believe I'm doing this. I have this for blood. Da kann ich mich wenigstens heilen. Es sind nämlich genug Ratten. Und noch einmal.
So. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Es gibt so viele kleine Wege. Ich will überall hin. Ach du Heilige. Ach, der hat mich entdeckt. Oh. Ach, da ist es nach oben gegangen. Na gut. $29, was? Naja. Oh, ups. Ja. War jetzt irgendwie simpel. Zu dritt sind sie echt uncool. Das mal eben. Eigentlich. Oh wow. Toll. Die falsch anvisiert. Ich weiß nicht, warum die so simpel sind. Für dass sie Level 29 sind. It's locked. Okay, interessant. Ah,
So. I cannot enter. Eisendreieck. Falsche Seite. Na gut. Gibt es hier so? Oh. Check ich nicht, warum die so schwach sind irgendwie. Als ob sie sich keine Mühe geben. Wieso? Oh, sind die viele. Oh mein Gott. Ah, nicht sterben. Nicht sterben, sagte ich. Ich halte mich auch irgendwie nicht mehr hoch, ne? Waren das alle? Ich hoffe. Oben ist auch einer. Nein! Könntest du bitte den richtigen anvisieren? Alter. Das war sehr, sehr knapp gerade. Holy shit, war das knapp. Oh, lecker. Gute doppelläufige Flinte. Boah. Geil. Ups, da haben sie wohl was in der Spiegelung falsch gemacht. Ja, wer kennt's nicht?
Wenn man so guckt, sieht man sich von hinten. Und wenn man so guckt, von vorne. Ah, schön. Okay. Das war lustig. Es ist so ruhig hier. Ah, da komm ich ja. Soll ich das machen? Nein. Da kam. Der neue, das ist der neue 4D-Spiegel. Ach so. Okay. Verstehe. Ach, und Skulls. More Braille. I should bring this to Mason's Nicht Swan. so. Ah, das Blindenschriftdings. Nice. Kann ich eine Quest, glaube ich, gleich abschließen? Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Gut, gut. Aber der Typ ist halt da hinten. Oh, wow. Das war schnell. Mann. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Ich habe quasi einen NPC gerade freigeschaltet. Cool.
Ketzerei des reinen Bluts. Reines Blut, wir kennen den Ausdruck, wir haben ihn in den faulen Mündern der Ketzer und der ausländischen Barbaren gehört und haben ihn manches Mal selbst benutzt. Doch wissen wir, was er wirklich bedeutet? Ein Vampir, der aus einem unsterblichen Schoß geboren wurde, ist eine widerliche Vorstellung. Wie würde so ein Wesen seinen Platz unter den Lebenden finden? Was wäre sein Lebenssinn? Der unsere ist eindeutig, Gentleman. Ascalon beschütze das Weltreich und seine Bürger. Wir sind Schutzherren und Hirten. Auch wenn wir manchmal Schafe für unsere Selbsterhalt opfern müssen. Wer die Schuld auf sich lädt, dem Verlangen erliegt, ein untotes Kind zu erzeugen, muss ausgerottet werden. Ausgesetzt der Ascalon. Oh, hier ist noch eine Tür. Boah, erst mal Klima anmachen, ich sterbe sonst. Boah. Ich brauche ein Klima. Fresh water. As long as it's not holy water, I'll find some use for it. Das ist das für diese Blume. Oh, nice. Das habe ich jetzt gefunden. Cool. Warum kann ich hier hoch? Ich weiß nicht. Guten Tag. Uah. Och, das ist unfair. Oh, nein! Oh. Oh mein Gott, der Biss hat mich gesaved. Ah, ich sterbe öfters an einem scheiß Skull als an den Jägern. Das ist unglaublich. Weil die so flink sind. Oh, ey. Scheißendreck. Erstmal dieses Stück Scheiße tun. Komm nicht gleich so. Hä, als ob es hier sonst nichts gibt. Okay, das irritiert mich. Hier gehe ich wieder hin. Die Kamerasicht ist ein bisschen komisch gerade. Bitte mal zu dem Blinden gehen. Moment. Da. Game Design, ja, das ist
Man merkt es halt immer wieder, es ist nicht für PC optimiert. Warum ist hier wieder irgendeine Markierung? Da habe ich immer... Okay, hier ist keine Markierung, ich bin einfach dumm. Doch, es ist irgendwo eine Markierung. Ich weiß nicht wo. Ach, da oben. Da oben sind wieder random Markierungen. Die ich nicht gemacht habe übrigens. So. Geht's euch eigentlich so? Oh, die sind alle gesund, okay. Ich glaube, das Spiel wäre deutlich besser geworden, wenn die das für den PC vernünftig optimiert hätten. Gut, vielleicht ist es auch einfach mein Fehler, weil ich es mit Maustastatur spiele. Ich hätte auch... Naja, ist egal, welchen Weg ich gehe. Ach, fuck, ich das immer. Gut, mal da lang. Ja, hast du richtig gekannt. Ich habe keine Ausdauer. Bin halt so. Hat der Boom gemacht. Nee, da lang. Aber jetzt seid ihr auch noch hier. Oh, ihr seid zu zweit. Oh mein Gott, ihr seid zu zweit. Okay, weg, 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 weg. Gar kein Bock. Ich laufe in den einen Scheiß in die nächste. Die verfolgen mich immer noch. Könnt ihr bitte gegeneinander kämpfen? Ihr seid hier Vampyr und Jäger. Wird sterben, bestimmt. Jetzt er backt sich rein. Das ist natürlich auch praktisch. Auch gut. Akzeptiere ich. Da hinten. Der war in so einer Sackgasse. Seitengasse, besser gesagt. Und keine Skulls diesmal hier. Okay. Nimm ich. Reicht jetzt. Oh. Sehe nicht mal wo. Wo ist er denn? Ach, wo kommst du denn her? Okay, statt Skulls gibt es jetzt diese Kackviecher. Verstehe. Gut.
Good evening. Is it you? Ja, lass mich rein, danke. What can I do for you, Doc? Ja, noch eine Here Seite. is another page of the diary we were talking about. Ah, now we're talking. Ingredients, dosages, dangers, and side effects. This is it. Is the diary complete now? No. The author tested his work in a hidden laboratory. We must find out where it was. Please, find me more pages, Doctor. Was, noch eine Seite? How is the sanitary situation evolving Oje, in oje. Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. Goodbye, Mr. Swanborough. Das ist so bescheuert. Da steht, bringe die Notizen in Blindenschrift zu Mason. 4 von 4. Hä? Das macht gar keinen Sinn. What? War das mit Game Design? Das Game Design ist für den Müll. Das Spiel ist nicht schlecht, aber weiß ich nicht. Manches ist einfach sehr It's locked, all right. wammig. Das war seine 5 Ständige klauen. Für das 7. Seite. Gar nichts. Tschüss. Deine letzte Seite. Beziehungsweise ich suche sie nicht. Ich hab sie ja irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr wo genau. Also. Hier soll eine sein. Da soll eine sein. Kann sein, dass ich genau die hier nicht habe. Aber da muss ich wieder am Arsch der Welt laufen. Obwohl, ich könnte jetzt erstmal dahin. In der Hoffnung, dass ich die finde. Obwohl, ich glaube, ich da die definitiv habe, die Seite. Ach, mal schauen. Alles für diese Nebenmission. Okay, durch. Friedhof. Upsi. Ach, der tolle Kampf, an dem ich mich ungern erinnere. Wow, toll. Skull ist hier immer noch. Hat er gerade Yusak gesagt? Oder habe ich mich verhört? Naja. So, jetzt sind wir hier. Kann ich eigentlich da runterfallen? Nö. It's locked, all right. Hm. So, angeblich genau hier. Hallo, guten Tag. Ja, ich meine, ich hab's hier auf jeden Fall geholt. Oder? Weiß nicht, ob die random in Mülltonnen sind.
Ja, aber die müsste ich glaube, also die letzte müsste ich wahrscheinlich hier wirklich ja. Nee, das ist die Kanalisation. Da wollen wir nicht hin. Und Shortcut gemacht. Cool. Ups, das habe ich vergessen. Zu schnell, ja. Nee, da will ich nicht lang. Nein. Mann. This is despicable. So. Geht's denen eigentlich hier? Alle gesund. Ist gut. Ein bisschen lost. Ja, ich bin sehr lost. Holy shit. Sag mal. Bitte noch die Sachen irgendwo. Okay. Hänschen. Ja. Haben wir das auch gemacht. Cool. So, jetzt werden wir zu den Docks gehen. Und hoffe, ich hoffe mal, dass ich das direkt finde. Und dann gibt es ja noch die NPCs, die ich suche. Ja, hallo, renn. Okay. What the fuck? Falscher Steg, mal wieder. Nee, da muss ich gar nicht rüber. I have this
thirst for blood. Die Frage ist... Warum ich nochmal dahin? Ich glaube hier rüber. Ja, hier hoch. Also schätze ich mal, dass es hier drin ist irgendwo. Und natürlich auch sehen, dass ich das schon habe. Obwohl, nee, glaub. Hallo Komponator, wer das war? Ich glaube, Schaf hat dir das abgeschenkt. Gleiches Kreuz. Moment. Hä? Doch, das müsste hier sein. Ja, warte. Hier. Ich bin schon längst vorbeigelaufen. Ups. Hat keiner gesehen. Ich hab's doch, glaube ich, gesehen. Ach ja. Schillinge gefunden. Toll. Aber das Schaf, das war... Also ich denke mal, du meinst mit dem Sub, oder? Lecker Ratte. This is despicable. Was sehe ich hier irgendwas? Es ist arschdunkel hier, ist hier gar nichts. Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Doch, das habe ich hier. Hey. Wenn er da ist oder noch kommt, sage ich, Liebe raus. Das Liebe rausgeht. Ja, machen wir. Er macht sicher auch Probleme mit der Aussprache. Das habe ich schon gesammelt, ich Volldepp. Das nächste, wo die Blindenschrift sein sollte, ist hier. Aber das habe ich schon. Daran kann ich mich sogar erinnern. Da habe ich das allererste gefunden. Was willst du denn? Na, Spiel. Aber. Wo kommst du her? So. Oh, Schaftier ist ja noch da. Hallo. Kann ich hier hoch? Ich das kaputt machen? Oh. Okay. Diesmal laufe ich richtig. Oh, Nacken. Ach ja.
Süß. Och nö. 2. Die sind auch immun dagegen, okay. Nee, brauche ich nicht zu kämpfen. Brauche ich nicht zu kämpfen. Hör auf anzuvisieren. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich renne. Ich renne auf jeden Fall in die falsche Richtung. Also. Ignoriert mich einfach. Ignoriert mich einfach. Ich sagte, ignoriert mich. Verpisst euch von mir. Oh, Loot. Was ich gerade nicht aufheben kann, glaube ich. Boah, langsam spüre ich die Hitze. Ich weiß nicht, was ich anstrengender finde. Die Viecher, also diese Vampir-Dinger oder die Jäger. Aber ich ehrlich gesagt schon die Jäger angenehmer finde. Na, lass mich in Ruhe. Ich bin gar nicht da. Kein Bock zu kämpfen gerade. War eigentlich nur... Mann, ich wollte das gerade looten, Mann. Ich jetzt. Ich werde so laufen auf Speedrunner rum. Indem sie die ganze Zeit das machen. Schneller ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Hallo. Hast du es? Ich habe halt immer noch nicht die Halskette gefunden, glaube ich. Irgendwo sein sollte. Weiß nicht mehr wo. Ich habe es vorhin gelesen, aber... I can't believe I'm doing this. Seid ihr noch mehr Gegner? Ich muss aber hier lang, das ist gut. Guten Tag. Was ist denn so, und hier soll auch eins sein, aber ich könnte schwören, das habe ich auch. Ah ne, warte mal. Ist das da drin? Ist hier schon drin? Doch, ich war hier doch schon. Hm?
bist jetzt echt schon am Stream. Wie lange willst du noch machen? Ich würde gerne noch... Was ist es? Das mit der Blindenschrift würde ich gerne noch machen. Also das ist gerade meine Mission und dann würde ich erstmal aufhören für heute. Das könnte halt wirklich hier sein. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, ob ich die Blinden... Upsi. I have this thirst for blood. War jetzt nicht mit Absicht mit der Ratte. Gut, dass sie Level 13 sind. Oder habe ich es hier schon geholt? Das kann ich halt wirklich nicht sagen, ob ich das hier schon geholt habe. Es steht halt auch einfach 4 von 4. Das finde ich so verwirrend. Und das ist länger her, als ich die Notizen gegeben habe. Bis da mal wieder. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ich suche noch und suche. Und ich würde halt gerne ja, die Halskette finden. Soll irgendwo an der Brücke sein zwischen Whitechapel und Westend. Also laut Brückengedöns würde ich das hier sagen oder das hier. Ich weiß nicht, ob das eine Brücke ist. Musst du dafür auch nochmal raus? Weiß es nicht. Ah, jetzt nochmal Seymour. Seymour war der Typ hier. Dogstar. Ja, der da, genau. Laut dem im südlichen Rand. Warte mal. Von den West-Docks-Dings. Also hier, ich glaube, ist die Verkäuferin. Gegenüber den Ah ne, das war mit der Blindenschrift, glaube ich. Aber die habe ich ja hier gefunden. Verdammt. Aber das müsste ich jetzt haben. I can't believe I'm doing this. Schwierig, schwierig, weil man nicht mal genau weiß, wo man die Blindenschrift Sachen gefunden hat. Aber hier ist halt nichts mehr. Also ich schätze mal, dass diese eine Blindenschrift war im Haus da, aber ich glaube, die habe ich auch. Oder ist es verbuggt? Das kann natürlich auch sein. Bei meinem Glück ist es verbuggt. Ansonsten versuche ich nochmal hier hinten. Suche
Diese Halskette nochmal. Gehe ich hier random rein. Weiß selber nicht. Ich weiß natürlich mal, warum man hier hin kann. Heute habe ich echt nicht viel. Heute war mal ein sehr kampfreicher Tag. Kampfreicher Tag hört sich auch komisch an, aber ist halt so. Oh, ich wünschte so sehr, es gäbe Teleporter. Wer weiß, vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Mod oder so. Sehr rippreicher Tag. Ja, das auch. Tatsächlich, das auch. Mein Nacken, ey. So. Ne, nehmen wir den. Oh, hallo, Bruder. Geh darüber. Nee. Jetzt nicht mit denen anlegen. Na. In den will ich mich auch nicht anlegen. Die fucken mich nämlich nur ab. Ich hoffe, ich bin richtig gelaufen. Ja, passt. Hier schon drin? Ja, hier war ich drin. Ach, Mann. Jetzt muss ich an den Viechern vorbei. Aua. Das hat wehgetan. Holy shit. Nein, ich kann hier nicht hoch, solange ich im Kampf bin. Das ist schlecht. Bin gar nicht da. Warte nur darauf, dass ich... Und warum kann ich da... Ah, danke. Nee, das sind 2 von den Viechern. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, hier ist die Cox-Alte und... da ist Fishburn. Da ist der Samer. Was steht da? Südlich Rand des Docks gegenüber dem Pier. Irgendwie die Treppe runter. Ja, hier. Nee. Und irgendwas mit Leichen. Hier durch. Ja, okay, reicht. Ich habe zwar noch nicht... Oh mein Gott. Sind wir ehrlich. Das ist etwas sehr gut versteckt. Oh ja, hier. Von Seymour für meine geliebte Mutter Stella. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburn, that sneaky bastard. It's locked. Okay.
Hätte ich auch so finden können, wenn ich ehrlich bin. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Ja. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. As a man of science, I'd like to try to understand why you killed those people. Why does there need to be a reason? They were just there. It happened. That's all. You're not a mindless animal, Okay. Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Have you heard anything recently about Sean Hampton's shelter? I don't give a rat's ass about Sean Hampton, his shelter, or any of the losers who sleep there. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum, I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Hallo Klaus, ja, die quatschen immer noch. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Aren't you worried about the conditions here in London? I've heard armed men have started patrolling the city. Even killing the sick to stop the epidemic. Starting to like this city again. Goodbye, Mr. Fishburne. Was nichts gegen seine Mutter, sonst komme ich dir dahin. Apropos Mutter, wir besuchen die jetzt. Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Oh. I'm not sure the epidemic is what worries people much. What can I do for you, Dr. Reed? Nee, das ja. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his, demons. Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. Tell me about these demons Seymour needs your help to fight.
Seymour used to be such a happy child. And he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? Boah, schwierig. Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Currently, we have more assumptions than fact. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. I'm convinced you raised Seymour the best you could. You're not responsible for what he became. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Also irgendwie deprimierend. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Was, wenn er das liest, gar nicht mit, die skippt nur durch die Dialoge. Nee, nicht. It's locked, all right. Irgendwann wird die offen sein. Wahrscheinlich muss ich sie umbringen, um den Schlüssel zu bekommen oder so. Aber ich bringe keine Leute um. Ja, Rufus. Immer noch diesen einen NPC. Wir suchen jetzt eigentlich 2 NPCs. Dafür verbrennen. Hängen, verbrennen. Beides schwierig. Das wollte ich nicht. So. Oh, das sieht schön aus. Ich weiß echt nicht, wo die 2 sind, ne? Jetzt nur noch das hier und ja, das hier. Huch, das habe ich auch schon. Okay. Nebenmissionsmäßig sind wir schon weit. Ups. War denn die... Ne, ist so, weil dem Einkauf wird noch mehr gequatscht, oh boy. Ja, das Spiel ist voller Dialoge. Das ist heftig. Huch, Dr. Swansea hat einen neuen Dialog. Ach man, da hin. Das Spiel ist ein Dialog. So kann man es auch sagen, ja. Wegen der Blindenschrift, also diese Notizenkacke. Lasst mich in Ruhe. Keine Zeit für euch. Das sind echt viele geworden. Ich will aber nicht getötet werden. Doch ganz lieb. Ja, keinen Bock zu kämpfen. Kein Bock, ich töte den ganzen Tag schon. Ja, Klaus, du hast die Sachen verpasst. So, erstmal zu Dr. Swansea und looten. Meinst du?
Ja, das stimmt. Die Schwester zu töten hat er wirklich verpasst. Das war eine Katastrophe. Hallo, Dr. Swansea. Guten Tag. Hello, Jonathan. Back from the city already? How is the situation over there? Tense, to say the least. I'm sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. So you do know him? All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. Wo ich hinschaue, auf meinen Zeitbildschirm, auf den Chat. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Prewen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Prewen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one? Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I had purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. I shall return later. Thank you, Edgar. Okay. Gibt's hier sonst noch was Neues? Nö, ne? Tschüss, Dr. Swansea. Ach ja. Ach ja. Oh, Loot. Okay. Ja, mache ich, Skaiser, mache ich, Skaiser. Guten Tag. Ach, das Blutbad ist kein Blutbad mehr. Schön. Ich weiß zwar nicht, wie die das ganze Blut wegbekommen haben, aber sie haben es. So. Warum ist das wieder so eine random Markierung, die ich nicht gemacht habe? Also da habe ich das schon, dieses... Ich weiß halt echt nicht, wo die letzte Blindenschrift ist. Ich glaube, ich werde das Offstream machen. Obwohl da 4 von 4 steht. Deswegen, ich verstehe es nicht. Entweder ist es ein Bug. Ich weiß nicht. Weil eigentlich, wenn man dem 3 gegeben hat, dann müsste da ja eigentlich 3 von 4 stehen. Und nicht 4 von 4. Denke ich also nicht. Oder ich muss eine Nacht drüber schlafen. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Aber er sagt, ihm fehlt noch einer. Aber das macht irgendwie gar keinen Sinn. Dass hier Loot ist, das macht Sinn. Das ist aber das Einzige. Muss man fühlen. Ja, die Blindenschrift muss man fühlen. Aber ich bin dazu da, Blindenschrift zu fühlen. So. Ich denke, ich mache das jetzt offstream weiter. Und
Ja, wenn ich sie gefunden habe, dann werde ich das nochmal kurz aufnehmen. So. Hier war ich noch nicht. Uch, das wollte ich nicht. Ich wollte das Video. Parallel ein Video. Oh, hallo, guten Tag. Warum seid ihr denn jetzt auch noch hier? Nein, ich habe keine Zeit, Mann. Oh, ihr seid ja auch mehr Feature. Warte, ich muss... Alter, Moment. Ich soll aber ja gleichzeitig ein Video gucken mit der Blindenschrift. Wenn ich hier 1000 Gegner habe, na gut. Wow, das geht nach nirgendwo rein. Cool. Weil ich niemand gesehen habe. So. So, jetzt bin ich komplett lost. Juckt. Ja, sehr gut. Hab ich verlaufen. Ah, ne. Okay. Oh, rotte die Schädlinge aus. Oh, das habe ich noch gar nicht. Keine Gnade. Keine Ausreden. Eine Vergebung. Diese sind die einfachen Regeln, die alle Mitglieder des Clubs bei einer Begegnung mit Skulls beachten sollten. Wenn sie einen finden, merzen sie ihn aus. Wenn sie vermuten, dass ein Vampir Skulls erschafft, melden sie ihn augenblicklich Vögel, Bencher und mir. Skulls sind eine anhaltende Bedrohung für uns, da diese verabscheuungswürdigen Wesen keine Kontrolle über ihren Appetit und ihren niederen Instinkten haben. Ein Skull sollte nur dann zeitweise verschont bleiben, wenn er uns sinnvolle Informationen für unsere Vorhaben liefern kann. In jeglichen anderen Fällen muss London von diesen widerlichen Schädigen gereinigt werden. Uiuiui. So, jetzt habe ich alle abgeliefert. Hä? Oh, ich muss da lang. Loot. Irgendwie bin ich lost. Ich komme mit dem Video irgendwie nicht klar. Oder übersehe ich irgendwas? Warte, Rohre habe ich auch im Video gesehen. Oh, hallo. Hier war ich noch nicht. Ja, hier bin ich richtig. Das ist nervig. So viele Gegner. Ups. Okay. Nein! Bist du? Ich bin so doof. Kann ich bitte wieder rein?
Mann, Mann. Okay, die sind jetzt respawned. Brauchst mal einen Rip-Counter. Ich bin noch gar nicht gestorben. Ach, das hat doch gar nichts damit zu tun. Da. Ah. Also weiß ich nicht, wie das geht mit dem Rip-Counter. Also, Death-Counter. More Braille. Yes. Ich hab's. Bring this to Mason Swanborough. Yes, yes, yes. Endlich. I cannot enter. Was? Ein Code? Was? Was ist das da für eine Tür, dass die einen Code braucht? Hey. It's locked. Hm. Die Uhr ist verdächtig. Nein, keine Ahnung. Na gut. Egal, ich habe alle Notizen. Ab zu diesem Mason-Typ. Da noch. Komm ich hier raus? Hier. Dann hätten wir die Quest nämlich auch erledigt und dann können wir die Hauptmission weitermachen. Aber erst das nächste Mal. Und ich hier nicht irgendwie rüber. Hier schon mal nicht. Ja, genau. Hey. Ich schwöre, da kommt mal rüber. Da. Ach, das ist der Friedhof, ne? Ja. Ja, ja, hier ist der Friedhof. Okay, quer über den Friedhof. Glaube ich richtig? Ich habe keine Ahnung. Ja, müsste. Ja, ich hoffe richtig. Kommt mir bekannt vor, die Stelle. Als ob ich sie heute sehr oft besucht habe. So. Da. Good. Is it? What kind of gentleman pays for... Guten Tag. What can I do for you, Doctor? Hier die letzte. Here is another page of the formula for the cure for blindness. Give it to me? Yes. Brilliant. Oh no. I'm going to give you the location and the code you will need to find the cure, but you have to listen to me first. Why? What is it? If you find the proof that this treatment for blindness is real, I want to try it. Do you understand? No matter the risks. Risks? Mm-hmm. What have you read in these pages that you're not telling me? You already know what you need to know. I trust you, Dr. Reed. We share the same passion for science. Please bring back the formula. 2969. Oh, ich weiß auch noch wo. Goodbye, Mr. Swanborough. Ja, ja. Gut. Ja, wir hatten ja gerade den Code. Oder die Tür mit dem Code. Gut.
gehen wir mal wieder zurück. Ich muss sagen, ich bin gerade sehr überrascht, dass ich das so easy gefunden, also dass ich den Weg so easy zurückgefunden habe. Ohne einmal auf die Karte zu schauen. Oh. Keine Leute gespawnt? Nein. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, Witze. Oh. Ich glaube, das war der. Oh ja. Chemiker-Tagebuch. Meine jüngsten Untersuchungen zu einem möglichen Heilmittel für Blinde waren allesamt Fehlschläge. Ich beginne mir Sorgen zu machen, weil meine Sehkraft in den letzten Monaten immer stärker nachgelassen hat. Ich fürchte, dass ich erblinden könnte, bevor ich eine verwertbare Spur finde. Wieder sollte ich erneut die Bibliothek der Bruderschaft aufsuchen und unsere Primas nach Dokumenten fragen, die ich zuerst lesen sollte. Aber ich habe Angst, er könnte mir die Antwort verweigern. Bald werde ich meine Notizen in Blindenschrift verfassen müssen, damit ich sie noch lesen kann, falls sich mein Zustand verschlechtert. Das macht Sinn. Gesegnet sei Asher Talltree und möge ihn die heiligen Stola noch viele Jahre beschützen. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen. Er hat mir freundlicherweise 3 Schriftrollen genannt, die ich lesen soll. Gut, dass mein Griechisch und Latein nicht allzu eingerostet ist. Ich verschwende hier Geduld und Zeit. Die von Primas genannten kostbaren Texte haben sich als fast vollkommen nutzlos erwiesen. Alchemie und Kräuterkunde bringen mich nicht weiter. Seit 3 Tagen sehe ich nichts mehr. Sobald der Abend dämmert. Das darf nicht passieren, das wird nicht passieren. Ich hatte eine schreckliche Idee, was mit der regenerativen Wirkung von Vampirblut. Heute Abend werde ich in der geheimen Bibliothek der Bruderschaft nach solchen Informationen suchen. Dank der Grippekrise sollte ich mich leichter hineinschleichen können. Bin an etwas dran. Die Augen der letzten 2 von mir gemachten Ratten schienen nach der Injektion eines Tropfen Vampirbluts ihre Sehkraft zurückerlangt zu haben. Sie konnten mein Messer ausweichen, als ich es überprüft habe. Und die Augen waren nachgewachsen. Also sie starben am nächsten Tag. Ich muss einen Weg finden, um das Rezept zu verbessern. Ich konnte kein weiteres Vampirblut auftreiben. Ich glaube, jemand hat bemerkt, dass ich mich am Schrank der Bruderschaft bedient habe. Als ich Bruder Swansea fragte, der Forschung zur Blutabhängigkeit von Vampiren zu betreiben scheint, verweigerte er mir neues Material. Ich erblinde, es macht mich wahnsinnig. Gesegnet sei die Pistole. Anscheinend ist die Zahl der Ghule in London plötzlich gestiegen. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, einen zu fangen, genaue Experimente durchzuführen. Ich weiß genau, wie ich einen in mein Labor locken kann. Es funktioniert. Ghoulblut ist weniger
potent und erlaubt eine bessere Dosierung. Gepaart mit Ashatol-Trees, Ratschlägen zur Alchemie und Heilkräutern sollte ich so das Schicksal besiegen können. Heute Abend werde ich mir das Serum direkt in meine schwächelnden Augen injizieren. Ich kann sehen, getrocknete und zerstoßene Guld, Sehnerven und Birkenholz-Essenz ergeben kombiniert mit einem gleichen Teil Helichrysum Italicum und richtig erhitzt sowie vernünftig die beste Mischung. Ich werde eine Abschrift meiner Notizen in Blindenschrift anfertigen für den Fall. Ey! Für den wo ist denn das? Wo war ich denn jetzt? Achso, für den Fall, dass die Heilung nur vorübergehend ist. Ich werde den Guld töten, den ich die ganze Zeit gefangen gehalten habe und meine Forschung vorantreiben. Der garstige Kuhl hat mich gebissen, seine Augen, auch seine Augen, die ich ihm für meine Experimente enukleiert hatte, sind nachgewachsen. Natürlich sind sie das, ich bin so dumm. Das Monster hatte Zeit, mich zu beobachten und seinen Plan zu schmieden. Es griff mich an, als ich mich näherte, um es zu erledigen. Dann stahl es meine in Blindenschrift abgefasste Notizen und floh. Ich hatte es kommen sehen müssen. Ich darf einfach nicht so sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Bald werde ich mich verwandeln, dann fange ich wieder bei Null an. Ich habe das Schicksal einmal besiegt und es wird mir wieder gelingen. Oh yeah. Ja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Ach, das ist ja cool. Was? Okay, ich lese gleich RPG. Moment. Ich werde jetzt erstmal zu den Mason-Typen gehen, indem ich in die Richtung laufe. Nein, das war die falsche Richtung. Die Richtung. Oh, jetzt habe ich es aber. So. Ja, jetzt habe ich wieder meine Orientierung verloren. Ein Profi. So, da lang. So. Guten Tag. Good evening. Is it you? Wandering in this part of town at night, your eye. Oh. What can I do for you, Doctor? I have found the secret laboratory, and I have the formula. And the author of the diary, did you meet him? Yes. He was badly disfigured, nothing more than a beast. And I cannot guarantee it wasn't connected to his experiments. I don't care. Give me the formula, Doctor. Boah, nee. Der wird sterben. Egal, hier nicht. Here it is. But please, be very careful. Das ist ein You're Fehler. entering uncharted territories here. This is what science has always been about, Dr. Reed. Thank you so much. I can't say it's been a pleasure, but we're both scientists, and I am grateful you asked me to undertake this search for you. I have something for you, then. It is the most precious thing I have to give. Even more important than the Swanborough secret recipe. There is really no need for payment. Please have it, Dr. Reed, I insist. I'm sure you'll find it more useful than I would. Salicin. Wow. Goodbye, Das Mr. war ein Swanborough. Fehler. I'll leave you now. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber egal, ich habe sie mir jetzt gegeben.
Hauptsache, ich habe ja die Quest fertig. Ach, das ist so schön. Fehlt nur noch das letzte Gebiet, aber das... Ja. Mache ich dann das nächste Mal weiter. Ich werde jetzt eben speichern, indem ich kurz ans Bett setze. So. Sollte er gespeichert haben. Gut, und dann mache ich das nächste Mal weiter.